So, hallo. Schönen Sonntag gewünscht. Ja, heute geht's weiter mit Vampire. Sehr cooles Spiel bis jetzt. Ich bin begeistert. Auch wenn die Dialoge manchmal anstrengend sind, weil British English, ne? Nicht not so gut. Aber ja, da sehen wir drüber hinweg. Das Spiel an sich macht richtig Spaß. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir das Problem hier noch lösen, wie wir ein Vampir geworden sind. Ja, bin gespannt. Dr. Jonathan Reed, bitte übernehmen Sie. Das bin ich, Dr. Reed. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wahrscheinlich hier. Level 9 bin ich. Ich habe noch 600 EP zur Verfügung. Die könnte ich noch investieren. Macht das Sinn? Ich denke nicht. Okay. Dann gucken wir hier jetzt nochmal, was wir an Aufgaben haben. Also, das sind Händler, 2 Stück. Die kennen wir schon. Dann haben wir hier unsere Erpressung in Whitechapel. Das ist Lady Ashbury. Die müssen wir befreien von ihrer Erpressung. Und dann haben wir noch eine andere Erpressung. Achso, das ist auch Lady Ashbury. Also das sind die 2 Punkte für die Hauptquest. Okay, alles klar. Oh, ich setze hier die ganze Zeit Markierung, ne? Das ist schlimm. Mach mal weg. Wir brauchen hier keine Markierung. Okay. Ansonsten sind wir hier fein. Wir haben keine Nebenquest, nichts. Was ich nochmal gucken wollte, ist, wie wir die feinen Bürger, die mit viel Blut und gutem Blut ausgestattet sind, wie wir die aussaugen können. Dazu müsste ich, glaube ich, mal in die Einstellungen gehen. Dann Gameplay, Tastenbelegung. Gibt es hier irgendwie eine Taste, die das quasi forciert? Interaktion wäre F, Handlung im Kampf. Ja, F wäre schon mal eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir nichts, was wir machen könnten. Bürgermenü. P. Sehr schön. Ach doch, in den Bann ziehen. Das müssen wir machen. In den Bann ziehen. Q drücken. Okay. Medizinische Untersuchung machen wir natürlich nicht. Doch, könnte man auch machen. Okay. Banddetails. R. Okay. Ja, das wollte ich mal wissen. Und jetzt will ich mal gucken, wie wir das anwenden können. Weil dieser Stadtteil ist gesund. Das ist schön. Achso, warte mal. Ich wollte hier auch noch Heilmittel herstellen, ne? Weil die werden wir verteilen müssen. Die Heilmittel. Wo ist hier mein Tischchen? Da. Okay, lass mal sehen. Also, wir stellen alles her, was wir herstellen können. Einmal das. Einmal das. Das können wir nicht. Da fehlt Kaliumpermanganat. So, wie das ist. Genauso wie hier. Und genauso wie hier. Aber hier fehlt auch noch Kodein. Lungenentzündung können wir nicht behandeln. Bronchitis können wir nicht behandeln. Und eine Erkältung können wir leider auch nicht behandeln. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier noch was zerlegen können. Oh ja, das können wir. Flasche mit Alkohol, die bringt jetzt uns nichts. Kleines Fläschchen. Bringt uns auch nichts. Das Zigarettenetui. Das machen wir. Das kommt weg. Dann haben wir hier rostige Pillendose. Mach mal weg. Und eine große Pillendose. Aber da ist auch nichts drin, was ich quasi brauche. Da ist auch immer das Gleiche drin. Okay. Na gut. Hat uns hier nicht weitergeholfen, ne? Nein. Dafür könnten wir das hier machen. Und das hier haben wir genug. Leichtes Blutserum. Regeneriert 60 Blutpunkte sofort. Und ein leichtes Regenerationsserum. Oh, das ist gut. Das muss ich mir merken, dass ich das habe. Das ist alles nicht so einfach. Okay. Dann gucken wir jetzt mal. Ich meine, wir können hier noch jemanden behandeln auf jeden Fall. Zumindest hier schon mal in der Klinik. Ich drück mal Q. Q passiert erstmal nichts.
So, hier haben wir auch noch Sachen. Eisentartat. Wenn wir dieses, was war das? Ich weiß es schon nicht mehr. Irgendwas mit Magnesium, ne? So, das ist Felmer. Die haben wir schon geheilt. Können wir die in unseren Band ziehen? Nein. Das geht nicht. Also hier drin können wir schon mal nichts machen. Das ist macht gar keinen Sinn. Okay, let's see. Wir gehen mal hier raus, vor Ort. Warte mal, hier ist auch noch eine Kiste. Ergotamin. Bestimmt nützlich. Hier haben wir noch ein Spänkchen. At least that mistress of the dark has stopped following me. Mhm, weil du ihr eine Spritze gegeben hast, richtig? Naja, gut. Okay, eine Kiste ist immer Ergotamin. Was soll das? Ich will andere Sachen haben. Okay, die Kiste ist nix, aber ist das auch nix? Hier ist auch eine Kiste. Opium. Gut. Opium mag ich. Okay, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hier rum. Gucken, ob wir einen Bürger finden, den wir aussaugen können. Weil das ist mein Ziel heute. Ich will gucken, wie man EP generieren kann. Weil ohne das komme ich nicht voran, das ist ganz klar. Den Meister lassen wir da sitzen. Ich denke mal, ich könnte Ärzte und so weiter hier auch Ops nehmen, aber das will ich eigentlich nicht, weil das sind ja meine Kollegen. Hier so einsame Bürger irgendwo rumstehen sehen und aussaugen. Ja. Nehmen wir alles mit. Da ist auch noch ein Kistchen. Scheinen sich auch wieder aufzufüllen, die Kisten. Und das hier auch anscheinend. Public Notice. Öffentliche Bekanntmachung. Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Grippe. Das interessiert uns nicht. Wir haben ganz andere Probleme als die Grippe. Zumindest aktuell. Okay. Ja, hier tut jetzt keiner so rum, ne? Hier auch nicht. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Schade eigentlich, ne? Wie eigentlich? Naja. Hoppla. Was auch immer. Neuer Bezirk. So, den können wir nicht im Band ziehen, weil der ist eh böse. Den können wir eh aussaugen. Aber das sind keine EPs. Ich habe keine Ausdauer, Kollege. Du musst mal kurz innehalten. Wow. Tja, da habe ich dich leer gesaugt. Okay. Also, so ein Unterschied zwischen diesen Vampirjägern oder was auch immer das ist und normalen Bürgern. Also, normale Bürger haben keine Waffen, die schießen nicht auf mich. So wie die hier, das sind unnormale Bürger, die wollen einfach nur eine Schnauze haben. Und das mache ich ja gern. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Fuck, he's biting. Yes, he is. Oh, die hat's auch erwischt. Oh, ich habe keine Ausdauer. Warten Sie kurz. Ja, die Keule ist nice vom Schaden her. Oh. Warte mal, zeig dir, wie ich brenne. Ich bin Feuer und Flamme für dich. Also die Keule ist nice, aber die kostet halt massiv Ausdauer. Wenn ich die weiter betreiben will, dann muss ich schon irgendwie ein bisschen an der Ausdauer leveln. Ich hoffe, das geht. Hier hängt noch ein Zettel, aber das ist egal. Okay, was haben wir hier unten? Das sieht auch nicht aus wie ein normaler Bürger. Das sieht eher aus wie ein Befallener, ne? Aber um den können wir uns auch kümmern. Ja, schreien Sie nicht so. Ich komme. Dr. Reed is on the way. Wir werden Sie heilen. Mit der Keule. Hoffe ich doch. Der
Der war ja nix. Aber ein schönes Kistchen bewacht mit Nelkenextrakt. Schön. Gut. Guter Mann. Hier können wir wieder in die Kanalisation rein. Das möchte ich aber nicht. Da warten nur die Monster. Naja, gut. Haben wir hier? Was ist das für ein? Ah, ist auch so ein Handlanger des Teufels, ne? Auch wenn sein Blut schon ein bisschen muffig ist, nehmen wir ihn mit. So. Haben wir hier noch? Großes Messer. Ein großes und schönes Messer, in dessen Klinge ein Name eingraviert ist. This is an impressive knife. There's a name engraved on the metal. Clay. What kind of man puts his name on a knife? Ah. Ist das ein Rätsel? Haben wir hier? Schließen Sie sich den Truppen an. Nein. Mach ich nicht. Okay, wir haben ein großes Messer gefunden. Das gucken wir uns mal an, das Messerchen. Kann ja was Gutes sein. Gewöhnlich Machete. Wo ist mein Messer? Abgenutzte Säge habe ich. Vielleicht ist das Messer ja gar keine Waffe, sondern einfach nur... Ja, es ist ein Sammelgegenstand. Schade. Ich dachte, wir können jetzt hier richtig abgehen mit einem Messerchen. So, Bleiplatte und Bleistange. Kann man auch immer gut gebrauchen. Okay. Ja, mein Plan mit Bürger aussaugen, das hat jetzt schon mal nicht geklappt, ne? Aber kann ja auch sein, dass ich das hier in diesem Gebiet nicht so machen kann. Ah, guck mal. Kaliumpermanganat. Das brauche ich ja. Um was für Bronchitis so herzustellen, ne? Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Alles klar. Wir sind über so ein bisschen Kistchen. Die kann man ausräumen. Das ist großartig. Das gefällt mir. Okay, kommen wir hier rein? Nein. Lead spotted! Watch out! Hi, vermin! Shit, that Okay. is far! Seien Sie nicht so ungehobelt. Mir deine Handtasche. Bin ich glücklich. So, sehe ich denn auf der Karte, wo ich zuschlagen kann? Nee, auch nicht. Okay. Auch höchst interessant. Wir könnten aber hier Bürgerinformationen machen. Die haben wir quasi, die Filme haben wir komplett gratis zurecht gemacht. Die ist top gesund. Da kriege ich 2000 EP. Ich frage mich, können wir... Was? Können wir nicht. Fatal Error. Okay, gut. Hallo? Spiel? Wir haben einen fatalen Error erreicht, indem wir einfach nur die Details bei Famer geklickt haben. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, kommen wir mit Alt F4 weiter? Nee. Das ist nicht gut, ne? Okay. Ich würde sagen, ich starte nochmal neu. Das kann ja nicht sein, dass es da abschmiert. Ich versuche das gleich nochmal. Ich brauche mehr Details. So ein Ärger. Startet das Spiel auch gar nicht mehr. Okay. Ah, jetzt könnte was passieren. Ja, jetzt passiert's. Ich denke mal, das ist ein seltener Bug gewesen. Bis jetzt läuft das Spiel eigentlich immer sehr stabil. Jetzt halt die Frage, ob mein ganzer Fortschritt verloren gegangen ist oder ob das zwischendurch gespeichert hat. Das werden wir gleich sehen. Weiter.
Im Brook Hospital. Das sieht nicht so aus, als ob das irgendwas gespeichert hätte. So. Jetzt also nochmal. Wir können einmal hier hingehen. Ah, guck mal. Mortimer Goswick hat Erschöpfung. Wir brauchen was gegen Erschöpfung. Ich glaube, das habe ich sogar hergestellt. Den können wir gesund machen. Dann haben wir Clay Cox. Der hat Blutarmut. Jetzt ist die Frage, wenn ich auf Details klicke. Funktioniert das? Okay. Dann funktioniert das. Dann haben wir Thelma Howcroft. Die will ich ja eigentlich jetzt mal demnächst hops nehmen. Die hat viel mit Thomas Elwood zu tun, das wissen wir. Der ist aber anscheinend gesund, aber ich brauche noch mehr Hinweise. Vielleicht finde ich ja noch eine Krankheit. Dann haben wir Oswald Thatcher, der hat Kopfschmerzen. Den könnten wir auch heilen. Dann Brannigan ist gesund. Gesund. Top gesund. Und Pippa Hawkins ist auch gesund. Aber ich will ja so keine Mitarbeiter vom Krankenhaus quasi belästigen, ne? Also Thelma Howcroft müsste eigentlich mein Ziel Nummer 1 sein, weil die ist top gesund und hat die meisten EPs zu holen. Und sie hat auch gesagt, vielleicht lässt sie mich auch mal ihr Blut saugen, hat sie gesagt. Später einmal. Okay, wir gucken mal, ob wir das hier irgendwie zustande kriegen. Also ich muss das irgendwie lernen. Das ist ganz entscheidend. Ich sollte auch ins Krankenhaus gehen, ne? Nicht weglaufen immer. Ups, ich habe nichts kaputt gemacht. Nein, nein. Wir müssen hier wieder durch. Ist halt die Frage, ob wir die auch mit Reden beeinflussen können, ne? Okay, hier bin ich richtig. Muss hier lang. Muss ich in... Ah, guck mal jetzt, wenn ich da so reingehe. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. Clay Cox hat Blutarmut. Ich guck mal in mein Inventar, ob ich den jetzt zum Beispiel schon heilen kann. Warte mal, so funktioniert es nicht. Mach mal weg. Ich will ins Inventar. Zurück. Ah, zurück, okay. Tasche. Dann gucken wir hier rein. Was haben wir? Behandlung. Behandlung gegen Blutvergiftung. Behandlung gegen Blutarmut. Perfekt. Den können wir behandeln. Machen wir ihn mal weg. F. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Aha, irgendwie interessant. Ich habe ihr Messer gefunden. Ah, guck mal. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Invincible again. So. Okay, ich kann ihn so nicht behandeln anscheinend. Auf Wiedersehen. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ist halt die Frage, ob ich ihn jetzt so behandeln kann, ne? Mit... He's really pissed me off this time. Echt? Mach dich pissig. Vielleicht so. E, verstecken. Nee. T wäre Information, so. Details wäre so. Er hat ja Blutarmut. Und ich habe auch was zum Heilen, aber ich weiß nicht, wie man heilt, ne? Das ist sehr, sehr schade. Kann ihn ja heilen. Gucken wir mal ins Inventar. Muss ich das irgendwie in die Hand nehmen vielleicht? Eine Serie Behandlung. Warte mal, vielleicht haben wir das. Vielleicht können wir ihn auch nur behandeln, wenn wir ihn unterwegs treffen.
Ich guck mal. So, wen haben wir hier? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Okay. Er hat Angst vor Ratten. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Okay. Schön. Haben wir sonst noch was? Ah. Über ihre Rattenphobie. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin Das eating your würde ich nicht flesh. sagen. Oswald. He found me and saved me. Okay, das ist gut. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Take care of yourself. So, den können wir ja auch mal analysieren. Wie fit ist er? Oh, der ist ja relativ fit, ne? Da steht auch immer eine Zahl, wie viel man braucht. Und wer ist er hier? Ja, steht in Zahl 3. Ich weiß nicht, was das heißt. Braucht man dafür für den 3 Kontrollier-Dingsbums, Macht irgendwie? Was ist er? Er hat Kopfschmerzen. Gegen Kopfschmerzen können wir, glaube ich, auch schon was machen, ne? Wir fragen ihn mal. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Na, gut. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Es war ihre Kindheit. Immer es war die Perhaps Kindheit. you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm, had a bloody fantastic childhood. Schade. Hinweis fehlgeschlagen. Mist, ich hätte vorher nachdenken sollen. Ich weiß nicht, wie wir ihn behandeln können, ne? Tatsächlich. Naja. Wir sagen mal auf Goodbye, Wiedersehen. Mr. Thatcher.
Try to take care of yourself. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Hauptmission nochmal weiter. Die Erpressung hier regeln. Weil so komme ich jetzt nicht weiter. Ich kann hier mit den Leuten nichts machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach los. Wir wollen zu Whitechapel. Hier rechts, den lassen wir liegen. Der ist böse. Der ist viel zu stark für mich. Der ist Level 18 oder so. Aber den machen wir auch irgendwann, ne? Das steht ja fest. So, hier sind wieder Handlanger. Ne, die sind alle weg. Das ist gut. Immer schön im Müll wühlen, Dr. Reed. Da finden wir die besten Sachen. Okay. Hier kommen wir nicht durch, aber wir kommen da oben rein. Dann machen wir das doch mal. Ist ein Unterschlupf hier? Nee. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. I cannot enter. I cannot enter. Ja. Das ist tragisch. Gucken wir mal auf die Karte. Wo müssten wir lang? Da kommen wir nicht durch. Wir könnten hier hinten außen rumgehen, ne? Das können wir machen, dass wir da lang gehen. Ja. Das müsste doch funktionieren. Oder halt hier so lang. Darüber geht auch eventuell. Warum die Tür hier nicht auf ist, weiß ich nicht. Da müssten wir vielleicht nochmal gucken. Rein vom Logischen her müsste das hier lang funktionieren. Aber ja, oder ich gehe hier erstmal lang. Muss ich da mal eine Markierung setzen. Okay. Wir testen das mal. So, ich denke mal, das hier ist die Verbindung. Ja? Ist das richtig? Das ist, würde ich sagen, fast richtig. Ja? Dann gehen wir hier weiter. Ah, guck mal da. Crush the lead, boys! Watch out for them! Was hat er denn für ein... Sehen gar nicht. Oh. Nein, schießen Sie nicht. Scheiße, er hat mir wehgetan. Der Rauch hat mir wehgetan. Ich muss ihn beißen, damit ich wieder richtig schön viel Blut habe. Und dann kann ich ihn töten. Meine Güte, was hat er denn für Sachen gehabt? Das war ja richtig brutal. Ich darf hier noch nicht so sein. Na gut, wo befinden wir uns? Da drüben ist auch noch einer. Ja, da muss ich lang, ne? Das hilft ja nichts. Die haben schon anderes Level hier. Holy shit. Hallo. Look at it! Die, vermin! It's too fucking fast! Stay back, beast! Was hat er denn für eine... Er hat Bock. Alter. Junge. Boah. Der mit seinem Kreuz ist aber ganz schön. Alter Vater. Kannst ja gar nichts machen. Ey, warum crasht das Spiel heute die ganze Zeit? Was ist da nicht richtig? Was soll das? What the fuck is going on? Gestern lief das doch 1A. Jetzt schon wieder gecrashed. Das verstehe ich nicht.
Woran liegt das? Ich habe nichts verändert. Das ist kurios. Vielleicht sollte ich die Installation nochmal checken. Bibliothek. Wir überprüfen das mal. Verwalten. Dateien überprüfen. Das geht relativ fix. Also verzögert sich hier nicht so doll. Okay. Nö, da passt auch alles. Wir beobachten das weiter. Okay, jetzt bin ich hier. Wo befinde ich mich? Ah, in der Gasse hier, okay. Ja, soweit so gut. Also guten Speicherpunkt gehabt. Gehe ich hier richtig rum? Nein, das ist falsch rum. Wir müssen in die Richtung. Okay. Dann müssen wir die Hyopies hier nochmal wegmachen. Jetzt auf das Blut. Danke. Okay, jetzt haben wir gleich noch die harten Jungs. Die mit dem wunderbaren Kreuz. Aber erstmal machen wir ihn. Okay, den haben wir auch. Jetzt müssen wir noch den mit dem Kreuz. Okay. Wow. Alter, der teilt richtig aus, der Junge. Holy shit. Der hat richtig Spaß. Der Status des Bezirks ist bedenklich, ja. Mein Level ist auch bedenklich für diesen Bezirk hier. Okay. Ich weiß, dass es ja auch eine andere Route gibt, ne? Wir sollten auch vielleicht hier lang gehen. Das wäre, glaube ich, sinniger, als wenn wir uns hier jetzt bös abkämpfen. Also wir gehen zurück. Die Richtung ist schon richtig. Natürlich ist der wieder da. Den machen wir auch weg. Weil wir brauchen das Blut. Guck mal, ganz anderes Level, ne? Okay, der hat es schon hinter sich. Hat er irgendwas gedroppt? Nö. Okay. Ich würde sagen, wir müssen jetzt gleich hier hoch. Was? Hier ist jemand? Ach du Scheiße, wo kommst du denn her?
wusste gar nicht, dass die auch hier draußen rumlaufen. Okay. Gut. Interessant. Aha. Da lag eine Leiche. Okay, hier ist aber nichts zu holen. Jetzt gehen wir wirklich hier hoch. A leech! A leech! A leech, a leech. A leech! A leech! So. Die ist fest verschlossen. Muss ich da irgendwo helfen? Nee, besser nicht. Okay, oh, wir sind hier schon ganz richtig. Oder? Nein, falsche Richtung. Genau in die gegengesetzte Richtung. Nee, ist nicht. Nee, das funktioniert schon. So, jetzt müssen wir hier gerade durch, nicht wahr? Ja. Und das geht ja nicht. Oder? Geht das? Ah, nee, hier waren wir ja schon. Deswegen müssen wir jetzt in die andere Richtung. Wir wollten hier außen rum, ne? Ja. Okay. Hier einmal außen rum. Okay. Gucken wir nochmal. Ich müsste nach rechts. Der ist dodelig. Der macht nichts mehr. Da können wir nicht mehr helfen als Doktor. Hier sind so einige, ne? Ohne Leiche. Zigarettenetui und Ring. Und hier oben ist die Händlerin. Jo. Sehr gut. Dann sind wir hier genau richtig. Und jetzt gehen wir noch da. Ja, ja. Wenn die... Klar, wenn die Wissenschaft versagt, dann kauft mit eurem Geld einfach nur Schrott. Ganz wichtig. Okay, sind das Bürger? Wir sprechen mal mit ihm. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you No. don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Gut, ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Nein, das tun wir nicht, weil wir wissen ja, wo sie ist. Wir Right then. wollen nur Show handeln me mit ihm. what you have. Er hat auch sehr viele Sachen. Also er hat bis jetzt das kompletteste Sortiment. 280 Tacken. Die sollte ich mal wieder nicht für Teile hier ausgeben, glaube ich. Aber wir wissen, dass wir hier schon mal was haben. Finde Clayton in dem Bereich. Ist das vielleicht Clayton? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist. I'm a doctor. Bist A du? doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Was ist er denn für einer? Was machen Sie hier? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation.
Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Er ist gut. Drücken mal tapfer mehr Details. Er hat gutes Blut. Er scheint nicht krank zu sein. Ja. Er steht auf meiner Liste, würde ich sagen. Okay, das war's. Goodbye, Mr. Peterson. Wir suchen ja jemand anders. Finde Clayton in dem Bereich. Das sieht doch nach Clayton aus hier. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Oh, my son. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Ah ja. Könnten medizinische Untersuchungen machen. Er ist gesund. Oh, er hat gutes Blut. Wie fragen Sie Do einfach you mal. know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Oha, Sie mögen keine Krankenschwestern? Weshalb? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. Aha. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Alles klar. Guck mal, neuer Hinweis. Perfekt. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. Echt jetzt? It's obvious only they have the necessary moral fiber. Das ist ja eine ganz wilde Einstellung. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Genau, was ist dein Plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Ach du Scheiße. Wie genau werden Sie diese Stadt reinigen? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable.
But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. Aha. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Wieder ein Pfarrer mit dem Schatten. Schlimm. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are in Quite Achso, a das haben wir ja judgmental schon. opinion. But you Das hatten wir schon. Oh, scheiße, jetzt muss ich I weiter. am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Okay. Wir haben eigentlich gute Hinweise über ihn I gekriegt. have heard enough for tonight. Goodbye. Goodbye. Auf Wiedergesehen. Können wir ihn jetzt irgendwo hinlocken und aussaugen? Das wäre doch witzig, oder? Ah, wir brauchen Level 5 oder so. Der hat auf jeden Fall die meisten EPs. Der lohnt sich richtig nachher. Wieder irgendwann, wenn wir dieses Aussaugen mal gelernt haben. So, ich soll aber Clayton immer noch finden. Sind wir im richtigen Bereich? Wir sind aber sowas von im richtigen Bereich. Also suchen wir weiter. Jetzt ist hier noch einer rumgetrieben. Wer ist das hier? Hm? Hallo? Sind Sie Clayton? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby. Ah, gefunden. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Über eine geheime Apotheke. Genau, die geheime Apotheke werden wir verraten. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Eine Schwester in Machenschaften verwickelt? Genau so sieht's aus. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Geht nie aus? He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Gut, haben wir sonst noch Fragen an ihn? Nein. Und keine Zeitung berichtet über die Epidemie, keine Angst, nachts vor die Tür zu gehen. Genau. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? So. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Okay, was tut sich nach Sonnenuntergang What hier? is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Okay. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay, das hat uns auf jeden Fall einen Hinweis gebracht. Das ist gut. Dann Why machen are wir the so. newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on.
People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Das ist kriminell, es ist eine Schande. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Okay. Sind wir soweit fertig mit ihm? Wir können noch mal für Details gucken. Er ist erschöpft. Heilen mit. Ich würde ihn ja gerne heilen. Do you Aber... need assistance? That would be nice of you, Doctor. Ah, okay. Wenn wir... And knows what I may have caught during my investigation. So können wir Medizin geben. Ai. Gib ihm das. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Okay, gut. Jetzt habe ich es herausgefunden, wie man die heilt, auf jeden Fall. Schön. Drücke R. Mess mir... Ah, guck mal hier. Jetzt kann ich auch Q drücken, glaube ich, oder? Nee, das ist ausgegraut, aber theoretisch würde jetzt Q gehen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mesmerisieren. Drücke R für Details. Guck mal, brauchen wir Level 4. Wir haben aber nur Level 1. Jetzt kann ich die Leute alle hops nehmen. Jetzt habe ich das alles durchschaut. Perfekt. Guck mal. Der Journalist hat mich aufgeklärt. Großartig. Dieses Mesmerieren, das muss ich halt leveln, ne? Das ist wichtig. Ist halt die Frage, level das, indem ich es anwende, oder level das, indem ich das mit EPs leveln kann. Das ist die Frage. Okay, hier haben wir eine Blume. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Großartig. Neuer Hinweis. Ah, okay, gut. Sehr gut. Finde den Briefkasten. Ich finde den Briefkasten. Warte mal, sind wir hier richtig, um den Briefkasten zu finden? Ja, dann müssen wir jetzt hier den Briefkasten finden. Also, Briefkasten. Das ist auch wieder ein Hinweis. Könnte der Briefkasten noch hier irgendwo sein, ne? Guck mal, hier sind überall diese Blumensträuße mit einer kostenlosen Einladung. Ne, mit einem Gutschein. Warte mal, wir können die Frau nochmal fragen. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Tja. Genau, ich weiß Dinge. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Okay. Wir können auch nicht mesmerieren, weil Stufe 5. Eieiei. Medizinische Details. Oh. Okay. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Very well. Goodbye then. Wir finden jetzt aber den Briefkasten definitiv und hundertprozentig. Wir müssen ihn finden. Warte mal, die Richtung hatten wir, glaube ich, schon. Nehmen wir nochmal den Müll mit. So. Hier haben wir ein Blümchen stehen. Da haben wir ein Blümchen stehen. Naja, guck mal an. Sie macht da was. Gib das her. Ah. Okay. Ah, guck mal, ich habe den Brief gefunden. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr, meine Kinder, noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb beschreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer euch ewig liebender Vater Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ja. Wahrscheinlich. Finde die Anwohner von Whitechapel, finde Richard Niffercott. Okay, wo finde ich den? Da hinten irgendwo, ne? Ich mach mal... Komme ich hier durch? Nein, die ist rot. Mal, wie wir da hinkommen. Der ist ja eigentlich... Ah, der ist in der Whitechapel drin, würde ich sagen, ne? Also da müssen wir jetzt einen Eingang finden. Wir versuchen mal diesen Eingang hier. Und das geht nicht. Okay. Gehen wir weiter rum. Ich schätze schon, dass es hier irgendwo Eingang gibt. Oder dass er hinter der Kirche ist, ne? Kann ja auch sein, dass wir da hinkommen. Ich laufe hier einfach mal weiter. Ah, super toll. Komme ich hier rüber? Nein. Unser ehrwürdiger Pfarrer ist hier immer noch am Predigen vom Müll. Ja, bla bla blub. Okay, kommen wir hier vielleicht rein? Ja, hier kommen wir rein. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Haben wir hier was versteckt? Nein. Oh, guck an. Nein, sowas. Wer sind Sie denn? Hey. Das ist nicht witzig. Bock? So, gibt es direkt mit dem Keulchen einen auf den Kopf. Oha, wenn die hier sind, dann sehe ich den Richard aber auch nicht mehr. Ist das Richard? Nein, das ist einfach nur eine Leiche. Gott sei Dank. Vielleicht haben wir doch noch Glück und finden Richard. Lalalala. Richard. Er muss auf dem Friedhof sein. Wurde mir gesagt, oder? Hallo, das könnte doch Richard sein. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. Ah, ja. Können wir persönliche Fragen stellen? Können wir. Wir fallen gleich mal mit der wichtigsten News ins Haus, ne? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Sind Sie nicht neugierig? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Okay. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nithercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay. Was macht er hier eigentlich? Tell me, Mr. Nithercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Können Sie mir ein Beispiel geben? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay.
Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Okay. Sie kennen sie nicht. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Ja, das stimmt. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Das ist halt die Frage. So. Das haben wir alles geklärt. Das Leben in London. Was tun Sie so nachts hier? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Ja, da hat er recht. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Okay, ihr Leben könnte hier in Gefahr sein. Er soll mal mir Gedanken What are your mitteilen. thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ja, das nennt man schwarzen Humor. Sehr gut. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Ja, ihr Leben könnte hier in Gefahr sein. Das interessiert ihn aber alles gar nicht. Jetzt fragen wir ihn danach. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Wir wollen erstmal das hier machen. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Sehr gut. Dann wissen wir das. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Er hat nie von ihr gehört, okay. Wir gucken noch mal nach mehr Details. Wir bräuchten Stufe 3 zum Mesmerieren und ihm geht es relativ schlecht. Er bräuchte was gegen Erkältung. Haben wir aber gerade nicht, deswegen schade. Jetzt war die Frage, komm hier, wir machen noch mal das. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come. See it Real for myself, beat of the alone. city. Okay, es ist hier sehr riskant. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Na, das würde ich aber mal stark bezweifeln. Wenn du jetzt hier alleine rumlaufen würdest, ich würde dich demnächst aussaugen. I understand your Sagen wir aber need for nicht. solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Na dann. Sehr gut. Ihn vermisst keiner. Das ist auf jeden Fall ein potenzielles Opfer. Darius is a bit less of a mystery now. Für meine It should Erfahrung. not be that difficult to incite him to let me in.
Okay, finde einen Weg in Darius Petrescus Haus. Ja, das müssen wir tun. So müssen wir diesen Friedhof hier verlassen. Das ist wichtig. Also, wo sein Haus ist, das wissen wir ja, weil da waren wir ja schon. Ja, ja, bla bla bla. So, hier haben wir auch jede Menge Bürger. Wir können mal Informationen für die holen. Das ist Barrett Lewis, Stufe 4. Das ist Joe Patterson, Stufe 3. Da hinten haben wir noch Unbekannt. Das müssen wir klären. Wer ist diese Unbekannte? Ach, die Ansicht ist auch viel besser. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for Christina. what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Okay. Wir gucken erstmal. Und sie ist erschöpft. Na, das ist ein Ding. Persönliche Fragen, erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Christina Popa. So. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Vielleicht ja schon irgendwann. Über Clayton Darbys Untersuchung. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Okay, das ist wohl richtig. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Oh. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Okay. Wobei wir könnten sie Christina, nochmal... have you been... I don't... Okay. You can put your own life in danger. That's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Okay. Wir haben es versucht. Man kann nichts anderes machen. So. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Das können wir weglassen, weil... Na, wobei, nö. Ich finde schon, dass wir Do you noch know nachfragen Nurse können. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crashon. Guck mal, sie kann mir doch helfen. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Okay. Auf Goodbye, Wiedersehen. miss. Take care of yourself as best you can. As best you can. Okay. Wir gucken jetzt mal auf die Karte. Wie kommen wir jetzt... Ach, das ist ja easy. Okay, gut. Haben wir hier einen Unterschlupf in der Nähe? Ja, ne? Der hier. Da gehe ich jetzt mal hin und gucke, dass ich das leveln kann.
Habe ich da jetzt einen Marker hingesetzt? Nein. Und der Marker muss weg. Zack. Okay. Da will ich hin. Ich will in einen Unterschlupf. Hier kommen wir gut rein, oder? Der oben? Ja, nee, hier ist er. Gut. Schön. Dann können wir so ein bisschen leveln. Gucken, dass wir jetzt auch mal bald welche mesmerieren. Also aussaugen, ist ja ganz klar. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Aber nett. Noch mehr Sachen. Schränkchen durchwühlt. Haben wir sonst noch was? Das sieht nicht danach aus. Doch, hier. Ein Köfferchen. Da liegt noch Geld rum. Einfach so. Okay, fein. Alter, überall Leichen mit... Die waren alles Raucher. Das ist sehr verdächtig, dass die Raucher alle tot sind. Unterschlupf freigeschaltet. Ach, guck mal, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das ist ja noch perfekter. Und Tresor. Nice. Anscheinend finden wir hier ganz viel Stuff. Das ist gut. So, hier könnten wir Sachen bauen. Gucken wir gleich mal. Hier könnten wir Sachen einlagern. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was das bringt, aber gut. Unser Inventar scheint ja unbegrenzt zu sein. So. Da könnten wir wieder raus, aber wir gehen den gleichen Weg wieder raus, wie wir reingekommen sind, ne? Okay, Leveln tun wir erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was wir herstellen können. So. Können wir noch Medizin brauen? Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Behandlung gegen Erschöpfung. Das könnten wir der Christina Puppa geben. Dann können wir tatsächlich jetzt auch Behandlung gegen Erkältung machen. Das könnten wir dem einen da hinten an der Kirche geben. Und das sieht hier nicht so gut aus, ne? Behandlung gegen Bronchitis und Lungenentzündung, das können wir nicht. So, dann haben wir noch Sachen zu zerlegen. Zigaretten-Etuis. Davon können wir nicht genug haben. Das zerlegen wir alles. Pillendose, auch genau das gleiche. Flasche mit Alkohol, ja, lassen wir das nochmal drin. Kleines Fläschchen lassen wir auch drin, ne? Vielleicht können wir das irgendwann nochmal verkaufen und gucken, was das bringt. Wobei, verkaufen habe ich jetzt noch nicht irgendwo gesehen. So, wichtig ist jetzt auch noch zu leveln. So, passive Fähigkeiten. Mein Defensive, Blutbarriere, Gerinnung, Autophagie. Oh, das kennen wir alles. Schattenschleier, blablablup. Ultimativ, was haben wir denn da noch? Blutkessel, Abgrund, Wut. Das brauchen wir alles nicht. Das Mesmerieren können wir hier nicht irgendwo quasi leveln, ne? Schnelle Regeneration, fester Biss. Das ist auf jeden Fall interessant. Das sollte ich vielleicht nochmal leveln. Stand des Körpers auch. Physische Stärke. Die physische Stärke wollte ich ja machen. Wegen Ausdauer, ne? Das ist wichtig. Wieso kann ich das nicht machen? Hallo? Achso, ich muss hier. Dahin. Und dann machen wir noch mehr. Gut. Das ist eigentlich ganz nice. Dann können wir hier vielleicht nochmal eine Stufe dazu gewinnen. Ne, können wir nicht. Okay. Ansonsten war es das hier, ne? Also wir können jetzt hier nicht, das Mesmerieren können wir nicht leveln. Was ja okay ist. Also wahrscheinlich Learning by Doing, ne? Würde ich mal behaupten. Ah, guck mal, jetzt könnten wir zum Beispiel das hier freischalten. Müssen wir dafür was investieren? Ja, 1000 Punkte. Aber das ist ja okay. Was haben wir denn da? Wut. Du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deine Nähe und greift sie wuchtig an. Das macht bestimmt Spaß. So, Abgrund. Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch Blutkessel. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und in dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Das hört sich auch sehr gut an. Abklingzeit 99, alles jeweils 99. Also das kann man einmal einsetzen im Fight und dann ist das auch weg.
Würde ich jetzt behaupten. So, wir bestätigen mal das Ganze. Gut, ich bin noch kurz AFK. Und dann machen wir weiter. So, wieder da. Ah ja, guck mal hier. Gesundheitszustand ist bedenklich. Also wenn wir jetzt hier ein paar Leute heilen, dann dürfte ja hier der Gesundheitszustand hochgehen, ne? So, Bandstufe sehen wir hier oben. 1, das brauche ich, um die leer zu saugen.
Also sie haben höhere Bandstufen. Hier ist eine Dorothy Crane, hat Bandstufe 2 tatsächlich nur. Ich weiß aber nicht, wie wir die Bandstufe erhöhen. Oh, guck mal hier. Albert Palmer, Bandstufe 1. Er ist massiv erschöpft. Vielleicht finden wir den irgendwo. Benjamin Palmer. Oh, das ist wahrscheinlich der Sohn von ihm, ja? Hat Migräne. Auch nicht gut. Die beiden könnte ich auf jeden Fall locker schaffen. Hier, den kennen wir noch nicht. Den auch nicht. Okay. Gut. So weit, so gut. Dann wollen wir mal die Mission starten, die Leute erstmal noch zu heilen. Ich wollte ja hier wieder raus. Macht ja Sinn. Da. Geht nicht. Aber warte mal, hier. Hier geht's raus. Okay. Also, wir können die Christina heilen auf jeden Fall. Das weiß ich hundertprozentig. Dann können wir hundertprozentig den hinter der Kirche heilen. Gucken, ob sie jetzt hier wieder da ist. Die gute Frau. I can't believe I'm doing this. Ja, ich kann das auch nicht mehr glauben, aber ich tue es trotzdem. Okay, wer ist das? Ach, das ist dieser Joe, ne? Ich kann ja auch hier mit V gucken, wer das ist, ne? Barrett Lewis, das ist Joe Patterson. So können wir hier so auf die Suche gehen für, auf Leute. Da oben ist jemand unbekannt. Okay, den kennen wir noch nicht. Dann haben wir hier Christina Popper. Die wollen wir auf jeden Fall heilen, ne? Also V weg. Dann einmal sprechen mit ihr. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Ja, ja, wir wollen sie heilen. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Die ist kostenlos. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Siehst du wohl, haben wir sie geheilt. Das ist doch schön. Wir sind eben doch Doktor. Aber wir können jetzt auch keine neuen Informationen deswegen bekommen. Take care of yourself. Aber ihr geht's besser. Das können wir jetzt auch nochmal überprüfen, ne? Hier, so, wir haben ja was gegeben. Ja, gesund. Erholt sich. Noch viel besser. Okay, gut. Wen haben wir da hinten noch? Clayton Darby. Der ist gesund. Dem geht's gut. Okay, jetzt gehen wir nochmal hinter die Kirche zu dem anderen Hiopai. Dem Dichter. Versuchen ihm auch noch was zu verschreiben. Kann sein, dass hier wieder böse Dinge sind. Ja, sicher sind die hier. Hallo. So, ich habe ja mehr jetzt Ausdauer tatsächlich. Au. Na, das ging ja noch mal gut. Aber wieder kurz vorm Sterben, ne? Ah, guck mal, er ist tatsächlich noch hier. Das ist perfekt. Hallo, Sir. Sir, bleiben Sie stehen. Ich habe Medizin für Sie. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Nein, ich möchte Do you Ihnen need behilflich medical sein. attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Ich gebe dir trotzdem Medizin. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. So, das hat wieder nichts gemacht, ne? Das ist ganz klar. Also Medizin geben macht die wirklich nur gesund, damit wir sie lecker verschnabulieren können nachher. Ja.
Jetzt halt die Frage, sehe ich jetzt hier den Gesamtzustand von dem Bezirk? Das sehe ich nicht so, oder? Können wir hier was machen? Nein. Wir sollten hier mal umschalten, weil wir sind ja Kapitel 2. Ah doch, hier sehen wir den Bezirk. Whitechapel ist immer noch bedenklich, aber die erholen sich ja jetzt gerade, ne? Also hier, Christina Popper erholt sich, dann Mr. Richard Niffercott erholt sich. Wenn die fein sind, dann sind wir auf jeden Fall stabiler Bezirk und vielleicht sogar gesund. Dann haben wir hier noch jemanden mit Bronchitis, der Darius. Petrescu. Ansonsten, hier haben wir noch Migräne und Erschöpfung. Aber da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Medikamente, ne? Kann man ja mal so ehrlich sagen. Ah. Okay. Gehen wir hier raus. Ah, guck mal, jetzt kann ich von innen, da sollte ich mir mich dran gewöhnen, dass ich die von innen aufmache, die Türen. Ich glaube, das geht hier auch. Ja, guck mal. Jetzt können wir jetzt öffnen wir die Türen. So, da ist ein Böser, den wollen wir nicht weiter. Ich will hier weitermachen. Ich will ja den Weg zu Darius Petrescus Haus finden. So. Wo ist denn hier jetzt Mr. Palmer zum Beispiel? Das ist Clayton. Den würde ich am liebsten finden. Gucken so ein bisschen mit Vampirsinne rum. Das ist Joe Patterson. Also man sieht hier immer nur die gleichen Leute. David Lewis, die sind alle gesund, aber die kann ich auch nicht alle hops nehmen. Ne? So, wir könnten hier rein und dann vielleicht da hoch. Ne? Das könnte doch klappen. Klopf, klopf. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Lass mich rein. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Come on in. I'm Harry, by the way. Er ist Harry. My dreams are soaked with gloom. So, Pattersons Haus. Ach, ich bin drin. Und das ist Harry. Mensch, Harry, was geht? Harry Patterson, den könnte ich hops nehmen, ne? Können wir den jetzt mesmerieren? Ich drücke Q. Ah, wir müssen mit ihm sprechen, ne? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Ja, schlimmer kann es nicht werden. Wir... Ah, ich könnte ihn jetzt aussaugen. Okay, aber das machen wir nicht, weil wir wollen ja hier noch höflich sein. Er hat auch gar nichts gemerkt. Er weiß gar nicht, was Phase ist. Wir räumen erstmal so. Ja, das ist ganz schlimm hier. Wir wollen nochmal mit ihm reden. Okay, aber ich wollte das ausprobieren, wie das funktioniert. Das sieht gut aus. I'm not bothered. What could be worse? Persönliche Fragen, können wir nichts machen. Ihr Leben in London. Nicht glücklich. Forgive my bluntness, young man. But you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Ja, könnte schlimmer sein, ne? This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Warum verlässt du diesen Ort nicht einfach? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Uh-huh. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which,
What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. That's all I have to say. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt alles weitere geklärt. Vielleicht fragen wir nochmal nach Dorothy. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Okay. Ja, schön. Harry Patterson. Drücken wir für mehr Details. Er hat Erschöpfung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich da noch was für habe. Ich glaube nicht. Für Erschöpfung haben wir nichts mehr. Leider Gottes. Wobei, ich könnte noch mal nachgucken, ne? Das ist halt das Coole, ne? Du kannst hier so einfach in deine Tasche gucken. So, dann gucken wir hier. Behandlung. Erkältung. Erschöpfung haben wir leider nichts mehr, ne? Wir können jetzt auch nichts produzieren in dem Sinne, weil wir das nur am Table können, ne? Sehr gut. Ja dann. Goodbye. Auf Wiedersehen, junger Mann. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. Ja, das kriegen wir schon wieder hin, Kollege. Ist doch gar kein Problem. Ich besorge dir die Zutaten und dann gebe ich dir mal ein schönes Mittelchen. So, hier können wir noch weiter gucken. It's locked. Nein. Oh, Absagebrief. Werde abgesagt. Ich habe für mehr Details gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt gucken wir mal. Wo finden wir das? Absagebrief. Falsche Taste gedrückt. Passiert den Besten. Also nochmal. So, sehr geehrter Mr. Patterson. Es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wetboot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir. Und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jene Bewerber, die unseren flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Ihnen Gott und Ihre Familie gnädig sein. Hochachtungsvoll, Harry Harper. Okay. Wir haben hier noch Schlüssel, aber die sind nicht wichtig. Okay. Gut. Diesen Brief haben wir auch schon gelesen. Ja, das kennen wir alles. Und wir haben neue Hinweise für Joe Patterson. Das ist wichtig. Okay, gut. Professioneller Vampirjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie ihn nicht zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Okay. Gut. Finde einen Weg in Darius Petrescus Haus. Ja, wir sind noch nicht drin in dem Haus. It's locked, all right. Ja, ich weiß, it's locked. Ich will den Schlüssel haben. Halt die Frage, wo finden wir den Schlüssel? Vielleicht, wenn wir die Leute aussaugen, ne? Könnte ja sein. Wir hatten schon mal die Situation, wo wir so eine verschlossene Truhe hatten und da habe ich nichts gefunden. Da habe ich auch gründlich gesucht. So, ich will hier eigentlich wieder raus. Mal gucken, ob wir dem jungen Mann demnächst mal Medizin vorbeibringen können. So, wer ist das? Joe und Barrett. Okay, Joe kennen wir ja, ne? Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know. Die haben immer noch Geldprobleme. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out. La 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 la. Ach, guck mal, hier sind wir richtig. Das rote Yps an der Tür. Klopf, klopf. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here.
Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Nein, also werden Sie niemals bereuen, Mr. Petrescu. Ja, ich würde sagen, räumen wir erstmal seine Bude leer, wenn wir was finden. Sehr wichtig. Wir müssen auch von was leben, ne? Guck mal hier, Geld. Danke. 5 Schillinge. So. Große Pillendose, alle auch im Safe. Falsche billiger Gin. Flasche. Kann da falsche? Kann das sein? Dann haben wir noch einen Brief. Ach, guck mal, das klappt nicht immer mit dem Tab drücken. So, Absagebrief. Na, hier ist nix. Okay. It's locked. It's locked. Wie so oft ist es verschlossen. Es ist ein Ärger. So, Mr. Petrescu, wie viel Level haben Sie? 2. Er hat aber auch eine starke Bronchitis, der arme Kerl. Den müssten wir auch noch mal heilen, ne? Also wir brauchen jetzt noch schon noch ein Mittel für Erschöpfung. Für Erschöpfung und für Bronchitis. Finde Dorothy Crane. Ich finde Dorothy Crane. Warte mal, wir sind hier reingekommen, oder nicht? Sind sie wieder rein? Wie soll ich sie denn finden, wenn... In der Apotheke. Ja, ich bin hier in der Apotheke. Wo könnte sie denn sein? Die gute Frau. Vielleicht hinten im... Ja, diese im Hinterhof, ne? Das wissen wir ja. Das haben wir das ja letztes Mal beobachtet. Das müsste der Hinterhof sein hier. Ja, genau. Und jetzt wichtig, hier aufmachen, ne? So, zack. Dann kommen wir hier nämlich schon mal rein. Brauchen wir nicht durch sein Haus da stiefeln. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Ich habe die Eisenbahn gehört. Die fährt anscheinend noch. So, hier können wir auch aufmachen. Das ist gut. Perfekt. Großartig. Na, dann gehen wir mal rein zu ihr. Gucken, was sie so sagt. Ach du Scheiße, die haben hier ein privates Krankenhaus aufgebaut. Direkt mal alles klauen. Keine Sorge, ihr kriegt das alles in Form von Medizin wieder. So, sind die noch verhandelbar? Ja, aber mehr tot als lebendig. Mehr tot als lebendig tatsächlich. Ja, da konnte ich was nehmen. Finde ich gut, dass man so ein unbegrenztes Inventar hat tatsächlich. Einfach alles sammeln kann. Bin schon mal Fan von. Problem ist, den guten Scheiß haben sie hier nicht. Okay. Nun gut, sie wird wohl oben sein. Oh Gott, sie hat einen besonderen Patienten da. I need help. Ja, warten Sie kurz. Miss Dorothy, ich bin bei What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Noch etwas? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel. Hand me that scalpel. What can I do, Doctor? Ich muss einen Lymphschnitt durchführen. Haben wir irgendwelche Betäubungsmittel? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all.
Mal fragen kann man ja mal, ne? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Was schlagen Sie vor? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Ich bin kein Doktor. Ich hab's nur gesagt. Das finde ich gut. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Yes. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Ja, als Vampir Doktor zu sein, scheint schwierig zu sein, wenn man die ganze Zeit Bock auf Blut hat. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Herzdruckmassage. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Ja, das ist nicht gut. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Ja, ich bin aus beruflichen Gründen nicht hier, das ist korrekt. To what do I owe this courtesy? Schon wieder eine verschlossene Truhe, das ist nicht gut. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um... I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Ja, ich bin hier, um die Erpressung zu beenden. Sie können so nicht weitermachen. Was machen wir denn jetzt? Das ist illegal. Böse, böse, böse. Wir sagen, so können Sie... Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Warum Lady Ashbury? Why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Oha.
Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Ich will eigentlich nur eins. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Nein. Aussaugen. Das wäre aber nicht schön, ne? Wenn es hier und jetzt. Ich sehe weg, aber sie kündigen. Und hier hätte ich noch einen Hinweis gebraucht, ne? Damit ich das nehmen kann. Schade. Tja, aussaugen oder verschonen, das ist hier die Frage. Kann doch nicht immer der nette Doktor sein, oder? Geht einfach nicht. There is no question that the work you've done here is extraordinary, but this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Das habe ich aber richtig weit nach vorne gebracht. Und wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. So, wir haben halt alles quasi herausgefunden, was uns noch fehlte. Gut. Gut, sehr gut. Also, schade für sie, aber gut für mich. Okay, dann würde ich sagen, der kleine Schlüssel passt hier. Perfekt. Behandlung gegen Kopfschmerzen, 2-mal gefunden. Behandlung gegen Erkältung, Behandlung gegen Erschöpfung. Ja, sauber. Uiuiui, die Truhen sind richtig gut. Da sind auch richtig Materialien drin. Was ist da los? Was stimmt hier nicht? This one stinks already. It's one of them! See them fancy clothes? This one's a top! It's a killer! Diese Killer, ja, das ist richtig. Ja, sowas von einer. Die haben direkt hier die Apotheke hops genommen, ne? Böse Buben, böse Buben. Okay, also wahrscheinlich hätte ich sie verschont, wäre das trotzdem hier nicht gut geendet. Wobei, wissen tun wir das natürlich nicht. Das ist auch klar. Ja, auf jeden Fall ein schönes Krankenhaus hier. Ja, wunderschön. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass die Krankenschwester nicht mehr zum Dienst kommt, ne? See them fancy clothes? It's fucking I'll kill it! Doesn't like burning, does it? The bloody crime! Was? Bloody Crime? Hier, ich zeig dir Bloody Crime. Alter, Junge. Sehr gut. Und wieder ein paar kleine Handtäschchen verdient. Richtig gut. Okay.
Okay. Die Tür müsste jetzt dauerhaft auf sein, oder? Ich möchte aber noch hier zu Darius nochmal. Klopf, klopf. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Wir müssen ihm auch nochmal erzählen, was da so vorgefallen ist. Die Vampirjäger waren da und bla bla blub. Wir fragen mal nach. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Ja, können wir ihm denn sagen, dass was vorgefallen ist? Guck mal, das hätten wir alles vorher machen sollen, ne? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Gut, dann politische Vergangenheit ist wichtig. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Haben Sie denn keine Familie mehr? Ich glaube, das haben wir schon gefragt, aber ich frage es nochmal. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Ja, wenn er wüsste, ne? Was wir gerade getan haben. Können wir hier noch was machen? Erzählen Sie mehr über Camellia. Ja, das ist wichtig. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Okay. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Ja, was soll ich sagen? Jetzt nicht mehr. Okay, F drücken für medizinische Details. Er hat Bronchitis. Ich habe nichts gegen Bronchitis. Also ich habe wirklich nichts gegen Bronchitis. Dann könnten wir ihn aussaugen. Ja, jetzt könnten wir das. Guck mal, jetzt haben wir das gelevelt. Wir könnten ihn jetzt aussaugen, aber das bringt uns ja nicht, weil er ja noch Bronchitis hat. Da würden wir ganz viel Potenzial quasi verschwenden. Also, wir kommen später nochmal wieder. Auf Wiedersehen. Goodbye, Mr. Petrescu. Den müssen wir heilen, den Kollegen.
Ist halt die Frage, wenn er die Schwester findet, ob er dann immer noch kooperiert, ne? Das sind halt die Fragen, die wir haben. Aber ich weiß auch, er hat hier eine Truhe, glaube ich, ne? Oder nee, die anderen haben eine Truhe. Wenn ich die aussauge, dann kriege ich wieder ein kleines Schlüsselchen. Also das finde ich cool gemacht auf jeden Fall. Du musst schon böse sein, damit du an die Schätze kommst. So, hier, die Händlerin. Good evening, my dear colleague. Handeln. I'd like to see what kind of medicine you're selling. So, was hat sie? Protein, Kalium, Permanganat, Opium. Ja, sie hat eigentlich nichts. Aber ich könnte jetzt hier auch Sachen verkaufen, richtig? Ah, guck mal, so kann ich verkaufen. Okay, alles klar. Und die Dinge verkaufen. Zum Beispiel diesen schönen Ring. Verkaufen mehrfach. Müssten wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bestätigen. Haben wir die Ringe verkauft. Das ist gut. Zigarettenetui ist auch ein bisschen was wert. Große Pillendose. Also das ist alles ein bisschen was wert. Eine schöne Blume. Oh. Eine kleine Blume, die an jene erinnert, die Dorothy Cranes Komplizin das stumme Blumenmilchkamelier in den Armen anbietet. Ah, okay. Kleines Fläschchen, bringt mir nichts. Falscher, billiger Gin. Naja gut, wir können Sachen verkaufen. Das ist nice. Its effectiveness. Das ist halt die Frage, können wir die auch hops nehmen oder sind die Händler safe? Nee, die können wir theoretisch auch hops nehmen. Hier geht's auch noch gut, aber wir haben keine Hinweise zu ihr, ne? Da können wir nichts machen. Ihr Leben in London. Das wissen wir alles. Goodbye, Miss Wanderer. Perhaps we'll talk again. Ja, wir werden uns nochmal sprechen. Fräulein. Okay, wir müssen jetzt zurück. Zurück zur Klinik. Ich weiß zwar gar nicht, wo es lang geht, aber gut. Wenn wir schon einen Weg finden, ne? Ja. Hier ist noch zu. Ja, wir sollen uns entwickeln, ne? Ist ganz klar. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das kommt mir alles hier sehr bekannt vor. Und wir können hier auch theoretisch mal die Sinne einsetzen. Guck mal, hier sind Blut. Whoever left these marks did so deliberately. Ja, hat es mit Absicht getan. Aber hier lebt auch keiner, ne? Also, doch, da. Lass mich ein wenig saugen an ihnen. Das sind ja Bosse oder so, ne? Au. Erstmal die Handlanger des Teufels ausschalten. So, die haben wir dann schon mal. Okay, wir dürfen da nicht in diese Wolke rein, das ist ganz wichtig. Hier nochmal ein bisschen aussaugen. Vincent Sheen ist böse. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Slowdown machen. Ey. Die kommen hier immer wieder an. Okay, den haben wir bald. Au.
den haben wir. Noch ein bisschen heilen. Nein, gehen Sie weg. Doesn't like fire, does it? Oh, den schauen wir aus. Wieder der Typ, ne? Oh, hier ist er in der Ecke. Okay. Gehen Sie weg. Meine Güte, die waren aber schlecht drauf, die Jungs. Aber nichts zum Sammeln da gelassen, ne? Nö. Gut. Wer auch immer das war, wir haben sie fertig gemacht. Das sollte erstmal das Wichtigste sein. So, die Tür hatten wir schon mal aufgemacht. Hier links ist wieder der Hyopai, der wird schlechter. Aber wir haben jetzt so viele Erfahrungspunkte, da könnte was gehen, ne? Also. Ach, guck mal, wir können hier die Abkürzung nehmen. Blub. Hallo. Ist das mein Büro? Das ist mein Büro. Wie geil ist das denn? Das habe ich noch gar nicht gecheckt, dass das geht. So, hier, da. The flower is dying. It needs water. She needs water. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier, was wir bauen können. Auf jeden Fall. Können wir sie. Oh ja, wir können. Lungenentzündung, Bronchitis brauchen wir auf jeden Fall. Das ist wichtig. Was haben wir hier? Behandlung gegen Kopfschmerzen. Rezept ist noch unbekannt. Dann Lungenentzündung können wir nicht mehr bauen, weil fehlen uns Zutaten. Ansonsten haben wir ja alles, ne? Gegen Erschöpfung können wir was machen. Zweimal, das sieht auch gut aus. Dann können wir jetzt den Darius Petrescu auf jeden Fall heilen. Und. Also, da geht was. Okay, billiger Gin, der bringt nur eine Fiole. Brauche ich nicht. Auch die kleinen Fläschchen brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch erstmal nicht. Wir behalten das erstmal alles so. Oh, hier. Kalium Permangan. Das brauche ich. Also wiederverwerten. Gut. Dann können wir nämlich, wer hätte es gedacht, Behandlung gegen eine Lungenentzündung herstellen. Dann haben wir für jede was schon mal Medizin dabei. Das ist gut. Für alle Probleme dieser Welt. So. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, Aufwerten der Waffen, ne? Das sollten wir auch mal machen. Können wir das hier auch machen? Ja, können wir. Okay, wir haben immer noch die Keule. Gucken mal, wie wir die aufwerten können. Können wir jetzt tatsächlich. Dann macht die mehr Schaden, nicht? Können wir hier noch was machen? Verbesserte Handhabung. Erhöhter Schock. Gut. Man kann das noch weitermachen, ne? Ausdauerverbrauch um 10% senken. Guck dir das an. Das ist ja geil. Und noch mehr? Nee, das war's. Zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Nein. Okay, verursachte Schaden können wir noch weiter erhöhen. Okay, gut. Das war's. Schock. Naja, Schock ist so eine Sache. Teil eines guten Griffs müssen wir jetzt auch noch finden irgendwann. Aber die Keule macht jetzt schon richtig gut Schaden, ey. Das wird jetzt Spaß machen. Können wir drauf bauen. Ja komm, weil wir das können, machen wir auch die Schockdinger noch. Dann haben wir die komplett aufgewertet, ne? Ja, perfekt. Gut. Gut. Gute Keule. Die anderen Waffen brauchen wir nicht, weil das ist einhändiger Kram, ne? Abgenutzte Säge hat vielleicht die beste Basis, oder? Angriffsgeschwindigkeit 15. Und Ausdauer 20. Nee, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Die Säge, die Machete ist eigentlich geil. Weil die weniger Ausdauer verbraucht. Und trotzdem stabilen Schaden macht. Ja, es ist so eine Sache mit den Waffen, glaube ich. Abgenutzte Sense, ja, ist alles ganz fein, aber naja. Gut. Ich setze auf zweihändig. Okay, wir müssen jetzt zu Lady Ashbury. Oder nein, müssen wir nicht. Wir wollen uns erstmal aufwerten, ne? Das ist wichtig. Da tun wir jetzt richtig gut Punkte verballern. Eieiei, jetzt wächst das Level auf jeden Fall.
Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels, also versuchst Schaden bei der Landung. Das will ich auf jeden Fall haben. So. Das behalten wir auch erstmal so. Dann haben wir hier noch eine Mega-Fähigkeit, die müssen wir auch haben. Die macht bestimmt Spaß. Was hatte ich für mich rausgesucht? Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktion deines Feindes und verfügen ihm enormen Schaden zu. Das fand ich eigentlich so am interessantesten. Wobei das erste auch nicht schlecht ist, ne? Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in der Nähe und greift sie wuchtig an. Das nehmen wir. Ich bin das Biest. So. Das müssen wir noch freischalten. Stufe benötigt 14. So sieht's aus. Okay. Wo können wir noch weiterarbeiten? Körper auf jeden Fall. Zustand des Körpers und physische Stärke, ne? Das ist... Physische Stärke ist das Wichtigste, glaube ich. Müssen wir hier hin. Das sieht gut aus. Das lassen wir erstmal so. Dann... Zustand des Körpers natürlich auch nochmal reinballern. Jetzt sind wir schon Stufe 12. Das ist nice. Blutkapazität. Könnte ich auch mal leveln tatsächlich. Langsam mal. So. Und schon sind alle Punkte fast wieder weg, ne? Großer Durst. Ja. Nee, wobei. Nee, den Durst lassen wir erstmal weg. Wir wollen erstmal fester Biss haben, ne? Fester Biss ist auch wichtig. So. Und schnelle Regeneration. Ja, finde ich auch sexy. Okay, jetzt haben wir noch 800 Punkte. Blutspeer, das fand ich alles nicht so interessant. Aber den Schattennebel könnten wir... können wir nicht. Aber das holen wir uns noch. Die Frage, ob die einfach einzusetzen sind, ne? Für dieser Schattennebel, der ist immer mäh vom Bereich. Und gucken mal, was die Freischaltung kostet. 1000. Ah. Sieht eigentlich ein bisschen wie Fernkampf aus. Und das ist halt Nahkampf, ne? Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Und das wäre Fernkampf, glaube ich. Du wirfst ein Speer aus, Blut, der Gegner... Ja, das ist Fernkampf. Wir probieren den Blutspeer auf jeden Fall nochmal aus, irgendwann. So, defensiv. Was können wir denn da noch machen? Blutbarriere, 2 Sekunden Kontrolle. Oh, das kostet aber viel. Okay, das kostet zu viel, da können wir nichts machen. Wissenschaft. Hier können wir noch Punkte investieren. Medizintasche ist ja wichtig. Damit wir ordentlich viel Serum mitnehmen können. Und Munition, naja gut, Munition spielt ja tatsächlich keine so große Rolle bei mir. Dann lassen wir das auch. Weil ich spiele ja Zwei-Handwaffe. Ja. Okay, können wir hier noch was machen? Nee, wir sind durch. Bestätigen. Gut, da haben wir jetzt schön gelevelt, würde ich sagen. Kampf gegen den Anstieg der Kriminalität. Ein weiterer Beweis für die in London lauernde Gewalt und Gefahr. Eine junge Krankenschwester, Miss Dorothy Crane, wurde gestern Morgen in einer anscheinend illegalen Apotheke tot aufgefunden. Die Einrichtung wurde von den Kranken der Gegend manchmal aufgesucht, um sich von unbekannten Aktivisten heißt das natürlich, medizinisch versorgen zu lassen. An Miss Cranes Todesursache besteht kein Zweifel. Die arme Frau starb an Blutverlust, der Polizei zufolge eine große Halswunde verursacht wurde, aus der eine enorme Menge Blut austrat. Der makabre Vorfall bringt die aktuelle Lage in Whitechapel auf den Punkt. Die Bewohner des Bezirks sind Kriminelle, Räuber oder Wahnsinnige, die auf den ersten Blick wie normale Bürger Londons wirken. Interessanterweise räumt ihr kein Krankenhaus ein, das Opfer ja je beschäftigt zu haben. Was? Die Apotheke wurde auf Anordnung der Londoner Gesundheitsbehörde umgehend geschlossen. Wie immer monieren die verweichlichen und liberalen Stimmen bereits, dass die Schließung der einzigen medizinischen Einrichtung vor Ort zwingend zu einem Anstieg der Sterblichkeitsrate führen und die Gesundheit der Menschen vor Ort gefährden wird. Doch kann man nichts anderes als die Zeiten zu fürchten, in denen ihre Gewalt sich auf die ganze Stadt ausbreitet. Als zivilisierte Menschen haben wir die Pflicht, uns selbst, unsere Familien und auch unsere Mitmenschen zu beschützen. SLA. Ja, ich würde sagen, da hat er irgendwas Einfluss, was ich getan habe.
Schade. So, guck mal, jetzt sieht man auch schon hier Dorothy Crane ausgesaugt. Du hältst 2200 EP von dieser Seele. Oh, sie war 27 Jahre, weiblich. Wuchs im rumänischen Transsilvanien auf. Ah ja, wer hätte das gedacht? Okay, Darius Petrescu hat immer noch eine Lungenentzündung. Den sollten wir mal demnächst aufsuchen und ihn heilen. So. Gut. Status des Bezirks ist nur noch stabil hier tatsächlich. Das ist schade. Wer ist eigentlich hier? Ah, das sind die Kollegen. Da darf ich nicht rein. Noch nicht. So, was ich noch herausfinden wollte, war einmal hier den Schrank leeren. It's locked, all right. It's locked, aber der ist offen. Oh, ein Brief. Ein langer Brief sogar. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brum ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. So, wer hat das geschrieben? Viele herzliche Grüße, Lucy, Paul, Mama und Papa. Ah ja. Und an wen geht das? Hallo Schwesterchen. Können wir jetzt nicht so direkt sehen, ne? Wer das ist. Hallo, ich möchte zurück. Okay. Pippa Hawkins. Ah, okay. Frau Hawkins. Mal wieder ein Hinweis. So, ich bin jetzt Level 14, was schon sehr, sehr stark ist, glaube ich. So, ist das hier die junge Dame? Oh ja. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Hey. Wissen Sie was? Ich auch. F für Details. Ist sie noch gesund? Sie ist noch tipptopp gesund. Wir mesmerieren sie mal. Können wir sie jetzt irgendwo hinschleppen? Ja, können wir. Okay, dann gehen wir mal mit ihr unauffällig aus dem Krankenhaus. Lalalala. Wir haben hier ein Patientengespräch. Ganz unauffällig. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Da, runter, auf jeden Fall. Naja, sie sind betrunken und kriegen nichts mit. Können sie aber anscheinend hier nicht aussaugen, auf jeden Fall. Müssen sie irgendwo hinbringen. Lalalala. Ist aber cool gemacht, ne? Also ich bin begeistert. Was, das war's schon? Was? Muss ich weiter müssen Good mit evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, Ich brauche auch Blut, deswegen ist irgendwas schief gelaufen. Können wir sie jetzt aussaugen? Nein, können wir nicht. Wie hier durch? Ich kann da nicht mit ihr rein. Okay, und da sind Zeugen halt, ne? Die sind halt blöd. So, jetzt lassen wir sie mal da stehen und gucken, wo wir ungestört sie aussaugen könnten. Vielleicht hier hinten, ne? Ja, hier hinten werden keine Zeugen. Bleiben Sie stehen, ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Ja, ich weiß, Sie brauchen Blut. Ich brauche auch Blut. Ganz dringend. Aber das Gute ist, hier gibt es anscheinend nicht so aufmerksame Bürger. Sonst würden die ja sehen, was ich mit dir mache. Ne? So, wir gehen jetzt mal in die hintere Ecke. Ah, wir haben nichts gesehen. Brauchen Sie weiter. Ach, guck mal, hier sehe ich doch jetzt auch quasi so eine Spur, wo ich hingehen kann, ne? Ja. Okay. Das ist ja gut. Das ist praktisch, ne? Guck mal. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann können wir sie hops nehmen. Da. Ja, perfekt. Gut. So, danke für Ihre Mitarbeit. Why kill me
me, brother. We could have ruled this land together and forever. Was? Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen seiner Handlung leiden? Ach, Quatsch. Wer erzählt sowas? Entschuldigung. Sir, wollen Sie auch nochmal? Wir gucken ihn mal. Er ist auch gesund. Er hat Kopfschmerzen. Oswald Thatcher hat auch Kopfschmerzen. Den können wir vielleicht noch heilen. Oswald, kommen Sie mal her. Evening, Dr. Reed. Ich habe da was gegen Ihre Kopfschmerzen. Medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Ja, aber ich gebe dir trotzdem Medizin. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Steht sich einfach daneben. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. So, hat er was gesehen hier? Nö, ne? Hat er nicht. Er ist gesund. Ich krieg auch noch jede Menge Sachen. Gut, ich könnte den EP-Wert noch erhöhen, indem ich Details über ihn quasi herausfinde, ne? So, guck mal hier. Ah, wir haben einen Hinweis leider verkackt. Aber, ich sag mal so, wenn keiner guckt. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Ja, ja. Ah, ich kann ihn nicht mesmerieren. Okay. Auf Wiedersehen. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Mir fehlt noch das geeignete Level dafür. Na gut. So, hier ist die Tür ja zu. Kriegen wir die vielleicht irgendwie auf? Und wir müssen ja festhalten, wir haben von ihr ja noch einen kleinen Schlüssel bekommen. Der muss ja auch irgendwo passen, ne? Ich denke mal, irgendwo bei ihr im Behandlungszimmer vielleicht. Der spinnt. Nee. Ich dachte, die Kisten füllen sich auf. Nein, tun sie nicht. Okay. Großartig. Was fehlt ihm eigentlich? Müssen wir mal gucken. Er hat Blutarmut. Clay Cox. Blutarmut können wir auch behandeln. Hey, Doc. Hi, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Medizin geben. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Okay, Behandlung gegen I'll Blutarmut. leave you for now, Mr. Cox. So. I feel sick. Get over here now. Erholt sich. Gut. Sehr schön. Das läuft doch. Wie geht's ihr so? Sie ist erschöpft. Da können wir auch was gegen tun. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Ja, oder ich gebe dir was von You won't be Ratiofarm. able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Sehr gut. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Von ihr haben wir noch gar nicht so viele Hinweise bekommen, ne? Muss man ehrlich sagen. Er ist gesund. Dr. Tibbets. Haben wir auch noch nicht so viele Informationen. Dann haben wir hier Gwyneth Brannigan, okay. Und Milton Hooks ist auch erschöpft. Ich weiß aber nicht, ob ich noch Mittelchen dafür habe. Milton, was tut sie? Ich gucke mal ins Inventar. Haben wir noch was gegen Erschöpfung? Ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Problem ist, ich bräuchte auch für den jungen Mann in der Stadt noch was. Naja, erstmal die behandeln hier. Weil wir haben jetzt hier so ein bisschen was gemacht im Bezirk. Wir müssen ihn ja gesund halten, ne? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks anyway. Ja, gar kein Problem. So, handeln wir noch I'd was? like to see your wise choice.
Okay, er hat eines gewöhnlichen Griffs. Kleiner Teil eines gewöhnlichen Griffs. Er hat jetzt nichts Geiles, was ich brauchen könnte, ne? Er hat ja eher so die Waffensachen. Wir können natürlich Miltons Schrotflinte kaufen. Die macht richtig Schaden, aber ich brauche die halt nicht, ne? Das ist halt so. Das könnte ich hier verkaufen. Abgenutzter Schlagstock. Ja, verkaufen. In Geld. So. Und abgenutzter Privenflock kann auch weg. Gut, haben wir sonst noch was wir verkaufen könnten? Ja, wir haben eigentlich jede Menge. Aber das brauchen wir alles noch, ne? Ja. Ansonsten, er hat keine medizinischen Sachen, nur tatsächlich alles, was mit Waffen zu tun hat. Und deren Aufwertung. So, wir wollen aber zu Lady Ashbury. Wo ist sie denn? Muss ich hier rein, ne? Ja. Ach du Schande. Lady. Erwischt. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Er hat ihnen vertraut. Letztendlich sind sie eine Mörderin. Mitgefühl verschleiert nur ihre Begierden. Das ist ja alles ganz schlecht. Letztendlich sind sie eine Mörderin, ja, aber ich mörder ja auch die ganze Zeit, also das ist ja... Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Oh. Also war der Vorwurf wahr? Sie müssen sich nicht entschuldigen. Letzten Endes sind wir Vampire. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best, and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. Über die werte Lady. Über mich. Swansea lässt sie töten. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Wissen Sie etwas über die Bruderschaft? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Okay. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Okay, das ist ja schon mal positiv zu hören. Sie macht es nicht gern, aber sie muss es tun. Naja. Wie alt ist sie denn überhaupt? I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Ah, sehr interessant zu wissen. Very well. But I believe there is more to this than you are saying.
A lady has to have some secrets. Mhm, eine Lady braucht Geheimnisse. So, hört. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William ist nicht mein Schöpfer? William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Ah, gut zu wissen. Das ist echt interessant. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Okay, dann sind wir schon mal schlauer. Wir sind quasi die Higher Class von Vampiren. Und die wir da die ganze Zeit töten in den Gassen, das sind irgendwelche, ja, Unglücke sozusagen. Also irgendwas schiefgelaufen. Okay, über London. Was ist mit London geschehen? Wie viele Vampire in London? Das Are there interessiert many mich. vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Sind sie alle freundlich? Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Okay, sehr interessant. Wer hat mich Do you angegriffen? know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Okay. Ich bin Vampirjägern begegnet. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ja, genauso wie die Vampire gerade rekrutieren, ne? So, was ist denn mit London passiert? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Uh-oh. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Okay, ich würde sagen, haben wir sie fast ausgequetscht. Jetzt reden wir noch über mich. Stimmen in meinem Kopf. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Okay, warum sollte das Probleme How machen? could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Okay, macht Sinn. Excuse my forwardness, but
Are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution. And I'm no fool. Okay, gut zu wissen. Warum wurde ich nicht dem Tod überlassen? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Okay, könnte es ein Versehen sein? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Das ist gut zu wissen. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Okay. Ich bin ein Vampir? A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Okay, sind Sie auch ein Ekon? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Okay, gut. Haben wir Lady Ashbury ausgequetscht. Sie hat uns wertvolle Informationen gegeben auf jeden I Fall. bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Ja, das ist eine gute Sache. Das sollten wir jetzt tun. Eine schnelle Analyse des Blutes. Rasvan Vasiles Blut sollen wir analysieren. Wie geht's ihm jetzt eigentlich schon? Ist er schon geheilt? Ne, er holt sich immer noch. Okay. Ah, ist kurios, ne? Ich kann hier jeden ausquetschen, den ich möchte, sofern das Level passt. Ich wollte jetzt nochmal auf die Karte gucken. Nee. Halt, stopp. Ich wollte dahin gucken. Stabil, stabil. Kritisch. Whitechapel ist kritischer Zustand. Warum auch immer. Ah, ich weiß warum. Das hat wahrscheinlich mit ihrem Tod zu tun. Wer hätte das gedacht? So, wir haben hier aber noch diverse Behandlungsmöglichkeiten, ne? Dann können wir das vielleicht ein bisschen höher packen. Neuralgie. Oha. Da können wir gar nichts machen. Wobei Neuralgie, ist das nicht auch Blutarmut oder sowas? Nein, ich glaube nicht. Blutarmut, den können wir auf jeden Fall behandeln. Und hier haben wir noch Lungenentzündung, ne? Den müssen wir auch behandeln. Das machen wir auf jeden Fall demnächst in dem Bezirk. Und im Westend, da waren wir noch gar nicht. Okay. Und meine Bandstufe ist 2. Oh, jetzt ist er ganz alleine. Jetzt habe ich ihn von seiner Angebeteten entfernt. Aber hier hat sie auch keine Truhe oder so. Vielleicht hat sie ja ein Zuhause, wo eine Kiste steht, ne? So, ihm können wir auch noch was geben, ne? Ne, können wir nicht. Level 6. Eieiei. Thornhampton. Okay. Und die alte Schachtel hier, was ist mit ihr? Sie ist auch gesund. Qualität des Blutes wird nicht angezeigt tatsächlich. Tja, Mist. Ich gehe mal woanders hin. Okay. Aber hier war ja noch ein Spind irgendwo im Eingang, ne? Der war verschlossen. Vielleicht passt da der Schlüssel. Muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Hier haben wir noch Schränke, die müssen wir leer räumen. So, was haben wir hier? Oh, der ist unbekannt. Da müssen wir uns noch ihn vorstellen, ne? Das ist ja wichtig. Good evening, sir. I'm Dr. Reed.
I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Was stimmte mit ihm nicht? Wollen wir ihn gleich um die Ecke bringen? Ne, können wir nicht. Ist er krank? Er ist erschöpft, wie alle anderen auch. Schlecht irgendwann ihre Zeit beim Militär. Ich habe mir als Arzt meine Spuren verdient. So, erstmal auf den Pott setzen, den Typen. But I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ich habe viele Leben gerettet. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Kein Grund, mich vor ihnen zu rechtfertigen. Ich sag mal so. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. Gib mir dir gleich mal Integrität. Put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Na gut. Haben Sie ein Problem mit mir? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay, das hat uns auf jeden Fall einen Hinweis gegeben. Persönliche Fragen können wir nichts machen. Er ist auf jeden Fall erschöpft, dem müssen wir was geben. Dann Level 4, wenn wir ihn auslaugen wollten. Thank you for your time. We'll talk later. Wir gucken mal, dass wir neue Mittel bekommen. Wir kriegen auf jeden Fall noch Sachen. Sehr gut. Dann haben wir hier noch einen Patienten. Kennen wir die? Harvey Fiddick ist auch erschöpft. Und er ist unbekannt. Dann reden wir auch noch mit ihm. Vielleicht ist er auch so ein Schnösel. Was ist denn jetzt los? What the fuck? I will not let you down, my boy. Was? Ich glaube, wir haben schon wieder einen Bug gefunden. Good evening, Doctor. Okay. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Oh, endlich ein Fanboy. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Das ist schön. Endlich mal einer, der Ahnung hat. Er ist auf jeden Fall gesund, das ist schon mal gut. Persönliche Frage, da können wir nichts machen. Wir leben in London.
What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay, das ist gut. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall einer, der forschen möchte. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Oh ja, das glaube ich auch. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay, gut. Ja, guck mal, jetzt können wir da noch was über die Bluttransfusionsmethode erzählen. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay, haben wir wieder einen Hinweis zu einem Patienten, das ist gut. Goodbye, Dr. Strickland. Dann verlassen wir mal Dr. Strickland. Und das ist Mr. Fiddick, oder? How long must I wait, damn it? Ja. Will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? Ja, das werden wir mal sehen, wie lange das noch dauert, wenn sie so laut sind. Okay.
When you feeling better. Hier können wir noch was rausholen. Schön. Okay, hier sind wir falsch tatsächlich. Ich wollte ja eigentlich zu dem Spind laufen, der irgendwann am Eingang ist. Hier nicht. Zu viele Eingänge in diesem Krankenhaus. Gucken wir nochmal hier rein. Ja, hier sind wir richtig. It's locked. It's locked. Wer ist sie eigentlich? Pippa Hawkins. Okay. Die ist top gesund. Können wir noch mal mit ihr reden? Bringt das was? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pippa, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Okay, sie sollten stolz auf ihre Leistung sein. So sieht's aus. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Sie wollen sich nützlicher fühlen. Genau. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Was ist mit Milton Hooks? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Okay. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Okay. Alles klar. Geht's ihr gut? Ihr geht's hervorragend. Ich gucke nur für einen Freund. Wir leben in London. Können wir da noch was machen? Ah. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Okay. Ich glaube, das reicht auch, ne? Goodbye, Nurse Hawkins. Wir haben alle Informationen von ihr gehört. Wir haben das mit Milton besprochen. Das ist schon mal wichtig. Wir haben jetzt hier versucht, den Spind zu knacken. Hat auch nicht geklappt. Hier die Schränke sind schon alle leer. Hier kommen wir nicht rein. Was auch immer das ist. Bestimmt ein Operationssaal. Dr. Swansea. Ist der da drin? Not now. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Dann geh ich halt in mein eigenes Büro. Muss ja noch diverse Sachen herstellen. Was haben wir festgestellt? Wir müssen auf jeden Fall Sachen analysieren. Hier. Hier sind wir genau richtig. Da haben wir es. Raswans Blutprobe. Flupp. Guck mal da. Leichtes Ausdauerserum. Schön. Bräuchten wir eine wässrige, belebende Blutprobe. Naja. Wir müssen auf jeden Fall Erschöpfung herstellen. Nicht nur einmal. Können wir auch dreimal, viermal. Das ist gar kein Problem. Wir haben mehr ausreichend Materialien dafür. Dann Blutarmut. Sieht auch sehr gut aus. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ja, das sollte ich mal tun. Kapitel 3, Familiengeschichte. Okay, wir haben Kapitel 3 erreicht. Das ist so cool. Ursachen und Wirkungen. Na, schauen wir mal. Ursachen und Wirkungen.
Erzählt Edgar Swansea von Reswan Vasilis Blut. Ne, das machen wir jetzt noch nicht. Wir bauen jetzt hier nochmal weiter, ne? Wir wollen das hier noch bauen. Blutarmut, auch mal ein Part mehr, damit ich den nicht immer herstellen muss. Dann gegen Blutvergiftung. Ja klar, auch immer ein zweites dabei haben. Hier können wir nicht mehr und da können wir auch nicht mehr. Gegen Erkältung, naja, haben wir noch 2. Werden wir sehen. Okay, gut. Haben wir sonst noch was zum Zerlegen vielleicht? Pillendose. Bringt uns nichts. Bringt uns auch nichts. Das sieht alles gut aus. Okay, perfekt. Dann können wir nochmal leveln. Jetzt ist die Frage, was leveln wir, meine Damen und Herren? Ich wollte ja das hier haben, ne? Das ist ja First Target sozusagen. Dann ziehen wir das jetzt auch durch. Zack. Müssen wir jetzt 2000 Punkte haben, um was zu verbessern. Ist nicht so schlimm. Ich frage mich, wie können wir das auswählen? Das werden wir gleich noch sehen. Autophagie. Du brauchst dein eigenes Blut. Ja, das sollten wir vielleicht auch nochmal verbessern, ne? Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Abklingzeit bleibt. Du tauschst die zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Okay. Und hier, du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Oh ja, das würde was bringen, ne? Guck mal hier, da kann ich die Abklingzeit beeinflussen. Und hier reduzieren wir die Kosten. Kann das sein? Ne, erhöhen wir die Kosten. Aber wofür? Tausch gegen eine Regeneration. Naja, ist ja egal. Wir ziehen das hier noch durch. Auch eine bessere Heilung. Schon Level 16, das ist nice. Wir haben noch 300 Punkte. Irgendwas kann man mit 300 Punkten machen. Was steht fest? Nein, nicht das. Lass es. Da. Großer Durst. Da geht was. Das tut Not. Schön. Nein, ich möchte das gern bestätigen. Ja, sehr gut. Und das Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Also irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Macht er das? Ich sollte das vielleicht mal überprüfen, ne? Mal eingeben. Vielleicht hat das mit dem Anti-Aliasing zu tun. Eigentlich wahrscheinlich. Gib das mal kurz ein. Ja. Da ist nichts zu finden. Aber ich hatte das schon mal beim Spiel, das kommt schon hin. Kann schon sein, dass das die Technologie von dem Anti-Aliasing ist. Ich glaube TXAA, das ist nicht so geil. Wir wechseln das mal. Aber komisch, dass es erst heute auftritt und nicht gestern, ne? Gestern haben wir ganz normal durchgespielt. So, Einstellungen. Einmal in die Video, fortgeschritten und jetzt gehen wir auf das hier. Kann sein, dass das Spiel jetzt ein bisschen anders aussieht, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, zur Not machen wir auch Anti-Aliasing aus, wenn das nochmal abstürzt. Gut, großartig. Haben wir alles erreicht jetzt.
Oh, hier kommen wir schnell raus. Das ist super, ne? Aber wir sollen ja zu Edgar Swansea, um mit ihm über die Blutprobe zu sprechen. Eben hat er noch gesagt, keine Zeit. Und jetzt sagen wir, ey, wir haben aber Alternativ-Antworten. So. Zack, nun kommen wir rein. Können wir ihn eigentlich auch leer saugen? Ich denke ja. Oh ja. Wir könnten theoretisch ihn einfach leer saugen. Jetzt zwar noch nicht, aber wenn wir gelevelt haben. Hey. Swansea, ich rede mit Ihnen. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ich habe Blut untersucht. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Ja, habe ich. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Es ist zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht mache ich London zu meinem Reich. Oh. Das könnte ich auch antworten. Es ist zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Okay, erzähl mal. Yes? I'm afraid it's your sister. Was? My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ja gut, das war doch klar, dass wir sie unglücklich getötet haben. Na gut, aber da sollen wir jetzt hin. Begib dich zum Stonebridge Friedhof. Ja, da waren wir ja schon zum Glück. Da wissen wir auch, wo es ist. Jetzt sind wir Level 16. Jetzt könnte ich den Typen da in der Gasse mal so ein bisschen Hops nehmen, ne? Ja. Genau das werden wir tun. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. Ja. I'll find the truth about what happened to us. I swear. I swear, sagt er. Na gut. So, wir müssen hier links über die Brücke. Und dann ist ja rechts der böse Bube, der uns ja sonst immer ziemlich zugesetzt hat. Aber jetzt sind wir besser dran. Jetzt gehen wir ran. Den versuchen wir jetzt fertig zu machen, den kleinen Stinker. Du kleiner Stinker.
So krass, wie viel Schaden wir jetzt machen. Notiz der Wetwood Boys. Ich glaube, ich habe in Whitechapel jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen können. Sein Name ist LB. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen. Und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass er nun ein Wetwood Boy ist und seine Befehle ab sofort von den Anführern erhält. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wetwood Boys. Ja, Albert. Gut. Wear a mask and save your life. Spanish Influenza. Okay. Gut. Haben wir das Problem hier in der Gasse gelöst. So, hier sind noch mehr Probleme, die gelöst werden müssen. Oh, nur noch 2 Schläge und dann sind die weg. Ich bin so stark geworden. Oh, er macht mir auch gar keinen Schaden mehr, ne? Ja, entspann dich. Ich komme. Einfach ihn hops nehmen. So. Der hat Schrauben für mich. Er hat auch Dinge für mich. Und er hat nichts für mich. Dann haben wir hier noch ein Köfferchen. Mit Geld drin. Wunderbar. Gut. Schön. Ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Kommen wir jetzt hier durch? Ich denke, ja. Haben wir ja alles geöffnet hier, alles. Möglicherweise. Ist das hier nicht, nee. Ich dachte, das wäre hier Petrescu. Okay. Was mache ich hier drin? Das macht gar keinen Sinn. Gehen Sie wieder raus. Hier ist alles offen. Ich glaube, hier war auch mein Unterschlupf, oder? Nee. Ich will hier gar nicht hin. Ich will hier gar nicht rein. Und wieder raus. Okay, wir sind hier definitiv falsch. Deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Oh, lecker Ratte. This is despicable. Ja, Unterschlupf freigeschaltet. Sehr gut. Das kann immer helfen, ne? Achso, wollte ich nicht. Was haben wir hier? Eine Pillendose war da drin, okay. Dann Chinin. Hier könnten wir noch Sachen herstellen. Ich könnte mal gucken, ob ich noch die Waffen upgraden kann. Ich denke nicht. So, wir gucken mal. Nee. Teil eines guten Griffs muss ich finden, damit ich noch weiter aufleveln kann. Hier ist alles fertig. Nee. Hier wieder aufwerten? Warum? Okay. I have this thirst for blood. Mhm. Sehe ich auch so. Okay, wir müssen weiter in die Richtung. Ne, eigentlich müssen wir in die Richtung. Gut, jeden, den wir auf dem Weg finden, den wir heilen können, den heilen wir natürlich, ne? Aber hier ist keiner. Tote Gegend. Ich dachte, hier läuft einer, aber nein, das ist der Regen. Okay, wo befinde ich mich? Ich befinde mich hier. Ich muss nach da. Dann sind wir ja falsch gelaufen, ne? Da ist die Whitechapel und da ist... Ah, okay, da ist die Mission. Jo. Ja, dann sind wir ja völlig falsch gelaufen. Na gut. Gucken weiter. Hätte ich gar nicht über die Brücke gemusst. Status des Bezirks stabil. Noch. Noch bin ich hier nicht fertig. Okay, hier kommen wir nicht weiter, aber hier können wir was looten. Eine Bleistange.
Und Aluminiumfragment. Was ist hier oben drin? Nein, nicht reingehen. Da war doch noch was zum Looten, Mensch. So, zack. Stabil, Bruder. Hallo, Lukas. Hier ist nichts. Gehen wir wieder raus. Okay. Wo muss ich hier lang? Ah, ich muss hier lang. Okay. Nicht über die Brücke, das ist ganz wichtig. Der rasende Dr. Reed ist unterwegs zu der Beerdigung seiner Schwester, die er hops genommen hat. Blackwall Fabro. Dieser Bezirk ist kritisch. Na gut, hier haben wir noch eine Leiche. Die können wir noch mal ein bisschen plündern. Hier sind Vampirjäger. Junge. Ich muss hier weg. Der tut mir weh. Meine Güte, du bist aber auch penetrant hier am Schießen. Hau dir jetzt aber auch richtig ein von Latz. Das macht Spaß. Dr. Reed wird immer ein gefährlicher Vampir. Sehr gut. Wobei Vampir heißt das ja nicht. Wir sind ein Icon. So sieht das nämlich aus. Okay. Hier haben wir alles geplündert. Wollen wir da hoch? Ich denke ja. Aha. Eine große Pillendose. Aber ansonsten ist hier nichts. Guck mal, hier könnten wir jetzt auch darüber. Will ich das? Komme ich dann wieder zurück? Ja, würde ich kommen. Dann könnte ich noch hier rüber. Zack. Und kann ich hier rein? Nein. Aber ich könnte da noch rüber. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach mal. Whitechapel Street. Okay, wo befinde ich mich denn jetzt? Ja, hier will ich eigentlich gar nicht sein, aber gut. Ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, hier lang zu gehen. Ja. So. War hier schon Gold richtig. Wir müssen da lang. Und noch mehr Vampirjäger. Cool. Echt viel Schaden jetzt mit dem Aussaugen, ne? Kollege, das bringt doch nichts. Ist nur auf die Schnauze. Haben wir hier irgendwas zum Looten? Hier vielleicht? So, haben die ein Päckchen dabei gehabt? Ja. Ja und ja. Okay, großartig. Ich muss da hoch zur Beerdigung. Nein, hier ist noch jemand. Den wollen wir auch noch mal beglücken, ne? Ist ja ganz klar. Hallo. Der hat Schrauben gehabt. Und der hat Patronen. Höre ich da. Okay. Ist halt die Frage, ob wenn wir uns hier runter droppen lassen, kommen wir hier wieder hoch. Ah, das will ich jetzt noch nicht herausfinden. Ich will jetzt erstmal die Beerdigung besuchen. Die Pflicht ruft. My dear sister, I don't know if I have the strength.
Doch, hast du. Morgen, Doktor. Hilfe? Was? Jetzt aber schnell. Hilfe, Hilfe. Einfach so ausgesaugt, ne? Ja, das frage ich mir jetzt auch. Witwe in Nöten. Oh. Wir sind immer da für Witwen. So, Frau Witwe, kommen Sie da raus. Was machen Sie eigentlich hier in der Gruft? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Shaoshun? Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Goodbye? Warte mal. Ah, wir können sie nicht aussaugen. Und wie geht's ihr so? Und Jedes hat sie. Pass mal auf. Die heilen wir noch. Können wir nicht. Warum? Halt, stopp. Ich will sie heilen. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Okay, kann ich sie heilen? Nein, ich kann sie nicht heilen. Das geht jetzt noch nicht. Okay, wir sehen uns. Shaoshun. Was haben wir hier? Hier leuchtet doch was. Yep. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Okay. Was ist hier nun passiert? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Okay. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Nee, das machen wir jetzt nicht, weil ist sicherer. Da liegt noch Geld. Wir wollen ja nicht hier jetzt untersuchen, wir wollen ja zur Beerdigung, nicht wahr? Darum geht's ja eigentlich. Die Witwe in Nöten haben wir natürlich gerettet. Nimm unauffällig an Marys Beerdigung teil. Okay, ich bin unauffällig. Ganz unauffällig. Immer dieses niedere Vampirvolk. Oh, lecker Rat hier. This is despicable. Das ist echt abscheulich. Hallo, Freunde. Sollen wir denn hier jemanden beerdigen, wenn ihr einfach hier rumlungert, Freunde der Sonne? Wie soll das hier klappen? Oh, leichtes Regenerationsserum gefunden. Schön. Da liegt auch noch ein Täschchen rum. Hier liegt auch noch ein Täschchen rum. Schön. Was haben wir hier noch? Also, unauffällig wäre ja, wenn wir jetzt quasi diese Schleichwege benutzen würden. Machen wir aber nicht. Wir müssen eigentlich nach da, ne? Ah, ich gehe nochmal weiter hier unten lang. Wir räumen hier noch weiter auf, das ist ganz klar. Ich kann das nicht ab, wenn hier halbtote Menschen Sachen machen. Können wir hier die Grüfte vielleicht besuchen? Nein. Okay. Hier ist jetzt niemand mehr so aktuell am Rumlungern. Was sehr schade ist. Ja, was ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich diese Fähigkeit ändern kann. Ich muss das mal gucken. Charakter. Ah, hier könnte ich das machen, ne? Ich will die 2 ändern. Ändern. Ah, okay. Jetzt kann ich hier... Ich will den Blutspeer mal ausprobieren, ne? Ausrüsten. So. Der Blutspeer. Ich könnte theoretisch hier noch andere Sachen rauflegen. Ah, okay. Ich könnte defensiv oder halt aktiv sein. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Und kann ich hier auch was ändern? Nein, doch. Ich könnte die beliebig belegen. 1, 2, 3, 4 kann ich beliebig belegen und 5 ultimativ habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne?
Die 5. Okay. Muss ich mich mal dran erinnern, dass ich auch mal die 5 drücke, falls wir mal so einen dicken Fight haben. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Muss einen diskreten Ort finden. Das kriege ich hin. Aber erstmal schnabulieren wir hier noch so eine kleine Ratte weg. I have this thirst for blood. So. Meine Mutter darf nicht merken, dass ich noch lebe. Macht ja Sinn. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Jetzt öffnet sich der Sarg. To earth, ashes to ashes, dust to dust. Kommt sie gleich da raus und beißt Mutti kaputt. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Na, der sieht auch noch jung aus. Vielleicht können wir mit ihm ja gleich reden. Hallo. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Ah, Lady Ashbury. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Ich fühle mich wie ein Heuchler. Sie war die Gutherzigkeit selbst. Es klingt wie ein schlechter Witz. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Wie könnte ich? Wie soll das gehen? Ich lerne jede Nacht. Aha, wie soll das gehen? How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Ich bin kein gläubiger Mann. Ich werde Ihren Ratschlag befolgen. Vielleicht haben Sie recht. Ja, nee, ich werde das schon mal machen. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then?
St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ja gut, könnte sie recht haben, ne? So, wir haben ja hier noch Witwe in Nöten rechts stehen. Ich guck mal, was das heißt. Können wir das auswählen oder so? Tut das Note? Haben wir hier. Begib dich zu St. Mary's und erfahre mehr über die Vampir-Epidemie. Das wissen wir natürlich. Nö, also das ist eine Hauptmission, eine Nebenmission. Ich weiß aber nicht, wie man eine Nebenmission hier machen kann. Oh. Whitechapel ist in einem kritischen Zustand. Das ist schlecht. Da müssen wir was machen. Wir müssen zu Joe Patterson gehen, ihm gegen Erschöpfung geben. Dann Harry Patterson hat Blutarmut, da können wir auch was gegen tun. Lewis Erschöpfung, ja, die müssen alle gerettet werden. Das ist wichtig. Ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Begib dich zu St. Mary's. So, ist das hier eine Tür, die wir aufmachen können? Ja. Ist bestimmt was Böses hier drin. So. So, wir wollten dem mal die 2 zeigen. Oh. Ja, die Moves. Ich muss hier mal weg. Oh, Ausdauer. Oh. Die 5 ist es halt. Au. Tut mir ganz schön weh. Hey. Knabber dich an mir, du kleines Miststück. Muss mal jemand beißen. Komm mal her. Hat er verdient. So, weg mit dem Schmutz. Warum verstecken die sich hier? Was haben sie hier getan? Hm? Erstmal die Sachen sammeln, die sie gedroppt haben. Ja. Gar nicht mal so unwichtig. Hier liegt noch was. Zack. Ein bisschen Eisentartat. Okay. Hier kommt man wieder raus. Und hier geht's nach oben. Da gehen wir gleich mal hin. Was ist hier? Hier können wir nichts machen. Okay. Dann gucken wir hier mal oben rein. Vielleicht ist das ja ein Unterschlupf, den wir freischalten können, ne? Oha. Hier liegt noch Geld rum. Gut. Das ist aber eine richtig Kackgegend hier, ja? Na, hier kommen wir rein. Oh, wir sind höflich. Wir klopfen. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Oh, thank you. Stufe 3 benötigt. Okay, auf Wiedersehen. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Gucken wir mal rein. Wer ist das? Was kann der? Mason Swanborough. Okay, er hat Migräne. Na gut. Wenn wir ihn bannen können, kommen wir wieder, ha? Das Ding ist, wir können die Bannstufe nur erhöhen, indem wir Menschen aussaugen, ne? Aber das stört mich ja nicht. Das mache ich ja gerne. Ah, hier, guck mal. Vampirjägerchen.
Na, na, na. Sie werden doch nicht. Eines gewöhnlichen Abzugs gefunden. Gut. Wir sollten hier mal unsere Vampirsinne einsetzen. Hier ist nichts. Absolut nichts. Gehen wir weiter. Oh, was haben wir And off jetzt? to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Ach du Scheiße, wie sieht der denn Shed your aus? skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Hallo, er ist auch ein großartiger Ascalon does Vampir. not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Der war jetzt sehr merkwürdig. Aber gut, hier sind noch mehr merkwürdigere. Hören Sie auf, in meiner Mülltonne rumzuwühlen, ja? Unerhört. So. Meine Mülltonne. Jetzt nehme ich da raus. Okay. Was haben wir hier noch? Das war's erstmal, ne? Oh, hier sind noch mehr von den Hyopies. Oh, ich habe mich in eine unglückliche Situation gebracht. Oh, was ist er denn? Der kommt auch hierher. Warte mal, da haben wir doch was. Geil, die Attacke ist geil. Müssen wir jemanden saugen. Das ist gut, dass die jetzt kämpfen. Das finde ich gut. Hier, ich hau mal mit. So, jetzt sind nur noch wir beide da. Hervorragend, danke für Ihre Hilfe. Okay, es wird alles ein bisschen intensiver, aber immer noch beherrschbar, ne? Also ist alles gut. Hier haben wir noch eine Ratte. This is despicable. Ja, aber das ist schon okay. Wir sind jung und brauchen das Blut. Ah, da höre ich auch böse Viecher. Und erstmal hier noch das Geld. Da noch die Truhe. Hier ist dunkles Ende. Okay, da drin ist jemand Böses auf jeden Fall. Wir gucken mal rein. Scheint ja wichtig zu sein. Hallo, wie geht's Ihnen? Okay. Direkt ausgesaugt. Hallo. Wo ist er? Da. Ich kann das auch. Aha, guck mal hier. Oh. Erwischt. Oh, ein Wollschal. Details. Wir brauchen mehr Details. Was kann dieser Wollschal uns
Aussagen. Ein schöner und warmer Wollschal mit einem traditionellen rumänischen Muster. Ja, wer hätte das gedacht, dass Vampire mit Rumänien in Verbindung gebracht werden? Na gut, hier sind noch Schillinge. Nehmen wir noch mit. Ganz wichtig. Ansonsten sind wir hier durch. Finde ich gut, dass es hier so eine Gassen gibt, wo man randalieren kann. Da liegt irgendwas. Ein Täschchen noch. Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir nach hier. Ah. Hier oder da. Wir gehen hier unten weiter. Wir setzen uns nochmal unsere Sinne ein. Das ist echt tote Hose, ne? Kann man nichts anderes sagen. Okay, wir gehen irgendwie weiter weg. Whitechapel Street. Da sind wieder Vampir-Handlanger des Teufels. Das saugt er ein bisschen an mir, ne? Und der saugt auch nochmal an mir. Okay, ich verstehe. Gib mir mal dein Blut. Ich kann nämlich das auch tun. Schon wieder so ein Handlanger des Teufels. Gehen Sie weg! Junge, du bist aber auch aggressiv, ne? Zeig dir mal Manieren. Okay, das hat nichts gebracht. Oh, ich habe ihn zerlegt. Das ist auch gut. Nimm das. Und nimm das. Großartig. So. Wir waren hier definitiv schon. So, hier müssen wir von der anderen Seite das aufmachen. I cannot enter. Ja, I cannot enter. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Leech spotted! Watch out, boys! Away with you! Was ist denn jetzt? Ach, da hat einer wieder ein Kreuz. So ein Ärger. Fuck his boss! I don't need defeated! Okay, das geht. Au. Hören Sie auf damit. Sonst muss ich Sie beißen. Okay, den haben wir erledigt. Das ist gut. Und den muss ich beißen. Damit ich wieder ein bisschen Blut bekomme. Natürlich hat er das unglücklicherweise nicht überlebt. So, hier haben wir noch eine Leiche, die können wir plündern. Die haben immer gute Sachen. Täschchen einsammeln. Wichtig. Sonst noch was übersehen? Nö. Gut. Ja, jeder Stadtteil hat so seine Tücken hier. Da kommen wir nicht rein. Kommen wir jetzt hier durch? Nein, auch nicht. Ich könnte da oben rein, das möchte ich aber nicht. Ja, wo gehen wir lang? Ich muss jetzt langsam auf die Karte gucken. Wir müssen nach da. Ach, ich muss zur Whitechapel. Okay. Dann muss ich hier weiter. Ja, weil da komme ich ja nicht durch. Und ich muss dann endlich mal von der Seite dann hier aufmachen, damit ich für zukünftige Aufgaben da mal ein bisschen besser reinkomme, ne? Das sollte ich jetzt machen, als erstes, bevor ich die Aufgabe mache. Und ich kann hier, wenn ich schon mal hier bin in der Gegend, noch die Leute heilen, nicht? Kann ja nicht schaden. Also, dem ist nicht mehr zu helfen, der ist tot. Aber hier sind so andere Leute, die wir heilen können, ne? Wenn wir jetzt hier die Vampirsicht anmachen, Benjamin Palmer zum Beispiel hat Neuralgie. Ich fürchte nur, ihm können wir nicht mehr helfen. Lungenentzündung können wir machen. So, Darius. Ich helfe dir. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. Nee. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help.
Oh doch, du brauchst sie. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Was? Das war nicht die Abmachung. Er holt sich aber. Wir haben ihm einfach zwangsmediziert. Leben Sie auf der Straße? Was werden Sie jetzt tun? What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. Was für Geschichten? What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. Das verstehe ich nicht. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Upsi. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Okay, alles klar. Er weiß ganz genau, was wir getan haben. Da können wir nichts mehr machen, ne? Oder? Tell me, I do not believe. Ne. Das geht nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Gut, den haben wir geheilt. Das ist gut für uns. Und für diesen Bezirk natürlich. Jetzt gucken wir, wie wir hier noch haben. Die ist gesund. Mr. Petrescu ist jetzt auch am Gesunden. Ja, Benjamin Palmer, den wollen wir auch nochmal gucken, ob wir den heilen können. Ich weiß nicht, ob ich das Mittelchen schon habe. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Ja, ich befürchte auch. Sie sollten diesen Brief lesen. Nein, das machen wir You don't gleich. seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Behandlung gegen Neuralgie benötigt. Ja, keine Medizin I will geben. see you later. Dann geben wir ihm den Brief. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Oh, Svenberers Mixtur. Das ist aber nett. Gut. Persönliche Frage noch? Nö. Ihr leben in London? Nein. Neuigkeiten zu Schwester Storys Apotheke? Nein, auch A nicht. gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Goodbye for now. Not for yet. Okay, wir müssen hier noch mehr Leute heilen. Das funktioniert sonst hier alles nicht. Sein Sohn ist ja auch noch irgendwo. Der hat auch Probleme mit Erschöpfung. Da können wir was tun. So, hier sind böse Buben. Nee, Albert Palmer. Das ist doch sein Sohn, oder nicht? Den können wir doch auch noch sprechen. Blutarmut können wir heilen. I'm not your boy, all right? Now piss off. Und ziehen Sie Leine. Okay. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Das ist gar kein Problem. Da haben wir was vom Ratiofarm. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Very funny. Ja, ja, wir sind schon lustig. Okay. Da können wir nichts mehr machen. Jetzt gucken wir auf die Details. Er erholt sich. Sehr schön. Wir könnten ihn auch mesmerieren, denke ich. Jupp, das könnten wir. Machen wir aber nicht, weil wir wollen ja den Bezirk hier nicht noch mehr negativ beeinflussen. Wo ist das? Okay, dann haben wir 2 Leute geheilt. Das ist perfekt. Müsste sich der Bezirkszustand langsam erholen. Wir drücken nochmal V. Vielleicht finden wir noch jemanden. Wer weiß. Loretta.
Swanborough, die kennen wir ja. Da müssen wir noch mehr Informationen zu finden. Er holt sich gerade. Wir gehen hier nochmal weiter. Okay, hier könnten wir weiter runtergehen. Mache ich aber erstmal nicht. Wo wissen wir denn noch, wo wir jemanden heilen können? Hier war doch irgendjemand noch in einem Häuschen eingesperrt, ne? Aber ich glaube, das war der Albert. Der war ja zu Hause. Okay. So. Ich finde jetzt hier niemanden. Ich höre einen Hund, komischerweise. Gehen wir mal da hoch. Was können wir hier oben machen? Werden wir gleich sehen. Hier können wir rein. Und dann können wir hier die... Können wir nicht. Reise. Okay, aber hier war ich anscheinend noch nicht, weil hier ist noch Loot. Oder war hier doch? Wo ist denn hier wieder raus? Gute Frage, ne? It is a good question. Wir müssen einfach wieder nach oben und dann können wir hier weg. Können wir hier vielleicht noch weitermachen? Irgendwo hin? Nein. Okay, können wir hier rüber? Auch nicht. Dann wollen wir hier runterspringen. Okay. Ich wollte ja noch eine Verbindung aufmachen. Und zwar diese hier. Muss ich mir mal markieren, damit ich da hinfinde. Quasi um die Ecke, aber was soll's. Wenn wir das Tor da aufmachen. Wo ist offen? Warum? Wait a second. Wo war... Da ist das Tor, ne? Oder? Oder da? Ist egal, wir gehen hier runter und machen das Tor auf. Muss ja das Richtige sein. It's locked, all right. Ah, wieder von der falschen Seite. Okay. Alles klar. Wo war denn das Tor, was nicht aufging? Das war doch hier unten, ne? Müssen wir hier gleich mal nach rechts gehen. Oh, sorry. Hier. Ja, da ist es zu, oder? Ne, ist offen. Warum ist das jetzt offen? Auf der anderen Seite, wo ich von der anderen Seite gekommen bin, war es zu. Sorry, ich gehe wieder. Die wollen wir jetzt nicht hops nehmen. Die Handlanger des Teufels. War das denn? Ja, das war hier. 100%ig. Okay. Nee, das war hier. Bin hier einmal falsch rumgelaufen. Da muss ich hin. Das muss ich mir markieren. Das muss ich entfernen. Ja, da ist das Tor. Ich muss von der anderen Seite da hinkommen. Also wieder hier links rum. Dann da hoch. Und dann einmal im Kreis laufen und dann haben wir es. Status des Bezirks ist jetzt schon kritisch, ne? Also der war vorher instabil oder was. Und jetzt ist er nur noch kritisch. Gucken, was wir hier oben machen können. Ach, hier war nur die Truhe, ne? Ja. Okay. Guck ich mal, ob ich den Weg hier finde. I'm so sorry. I'm also sorry. So. Gucken, ob ich hier jetzt die richtige Route laufe. So, jetzt müsste es hier rechts abgehen, ne? Ja, korrekt. Okay, gut. Und hier sind auch noch mehr Bürger, die ich helfen kann, aber ich mache jetzt das Tor auf, damit ich das nicht vergesse. So. Perfekt. Dann haben wir nämlich immer einen coolen Zugang hierher. Den direktesten Weg. So, machen wir das noch leer. Dann gucken wir uns die Kollegen hier noch an. Die ist gesund, die haben wir geheilt, das ist gut. Dann ist er, Clayton Darby, ist auch gesund. Ja, hier sind anscheinend nur noch Gesunde. Oh nein, hier, Pfarrer Whittaker ist erschöpft. Da, für den haben wir auch was. Auch wenn wir ihn nicht mögen, es hilft ja nichts, muss ja geheilt werden. Hey, Whittaker, bleiben Sie stehen. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Sir? Bla bla blub. Ich heil dich doch. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. Nee, der Doktor gibt dir das, was du brauchst. Und zwar jetzt. No doubt your faith will prevail. But let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Okay. Haben wir sonst noch was wir ihnen... Nee, wir haben nichts, was wir ihnen... I have heard enough for tonight. Ja, es reicht. Gut. Siehst du wohl, haben wir den Pastor auch noch fit gemacht. Sie ist noch fit. Das ist gut. Was haben wir... Wen haben wir hier unten noch?
Ah, guck mal. Joe Patterson und Barrett Lewis, beide erschöpft. Perfekt, wir haben Medizin für die, ne? Haben wir den Bezirk hier richtig gut versorgt. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Nein, du There is kriegst. a thin line between pride and stupidity. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye. Goodbye. So, dann den hier, genau das gleiche. Fancy buying some... You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Echt jetzt? I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Okay, wir gucken mal, ob wir ihm noch Fragen stellen können. Nope. Dann gucken wir noch mal, was er hat überhaupt zum Handeln. Show me your shit. Oh, kleiner Teil eines guten Griffs. Ja, die müsste ich mal kaufen tatsächlich. Weil die brauche ich zum Upgraden von meiner Keule, ne? Ja, der gute Griff. Die kaufen wir. Das ist perfekt. Gut, schön. Glasfiole, Eisen, Dingsbums, Erdkaliumpermanganat. Das könnte ich auch kaufen. Das finde ich auch sehr selten. Ansonsten haben wir alles so weit, so gut, ne? Ja. Okay, gut. Haben wir ein bisschen gehandelt mit ihm. Das freut ihn bestimmt. Ja. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Ja, so erbärmlich ist das hier gar nicht. Passen Sie auf die Sau. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier noch Harry Peterson. Der Harry, der hat Blutarmut, dem müssen wir auch helfen. Klopf, klopf. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Klar, sicher, sagt er. Sure. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. Spann dich, wir reden jetzt. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Dein Vater suchte eine ehrliche Arbeit. Ja, wir konfrontieren ihn jetzt. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Du kriegst jetzt was gegen Blutarmut, mein Junge, und dann geht das schon alles besser. I feel so tired. Nein, das ist... I don't know if it's the epidemic, but Nee. everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Oh, der hat echt keinen Bock da drauf auf alles, ne? Das ist ganz, ganz schlimm. Gut, wir haben ihn geheilt. Wir müssten noch einen Hinweis von ihm bekommen. Dann könnten wir da gut was abräumen. Mesmerieren könnten wir ihn schon. Also das wäre gar kein Problem. Aber das machen wir jetzt nicht. Take care of yourself. Gut, dann würde ich sagen, haben wir in diesem Bezirk alles richtig gemacht. So. Status des Bezirks ist kritisch, aber die erholen sich ja alle noch, ne? Ah, erholt sich. Der erholt sich auch. Wir haben echt guten Job gemacht. Okay. Jetzt ist die Sache, wir sollten zu St. Mary's, ne? Das ist hier hinten. Oh, wir wandern auch hier rum, ne? So, hier sollen wir hin. Nein, sollen wir nicht. Wir sollen da drüben hin. Eieiei. Einmal kurz zu früh abgebogen. Da oben könnten wir hin. Warum auch immer. Wir testen das mal. Finden wir hier was? Definitiv nein. Warum sollten wir hier sein? Man weiß es nicht. Zum Verstecken wahrscheinlich. Aber ein Dr. Reed versteckt sich nicht. Ein Dr. Reed geht in die Kirche, um Abschied zu nehmen. Klopf, klopf.
Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ich brauche niemanden, der mich anhört. Ich brauche keine Gesellschaft. Das ist eine persönliche Angelegenheit. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Das bezweifle ich, aber ganz stark. Es ist eine private Angelegenheit. Es ist eine private Angelegenheit. Es ist alles eine private Angelegenheit. Meine Worte gelten einer Verstorbenen. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sie war meine Schwester. Sie war jemand, der mir viel bedeutet hat. Es spielt keine Rolle. Ach, sie war meine Schwester. Das kann er ja schon wissen. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Ich habe sie gemordet. Es war ein Unfall. Sie wurde zur Ruhe gebettet. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich verantwortlich. Sie ist meinetwegen gestorben. Ich wünschte, ich könnte das alles vergessen. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Oha. Ich schwöre, ich war es nicht. Das ist gut. Ich werde den Verantwortlichen finden. Das hört sich besser an, oder? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Das war ja einfach. Meine Güte. Riff Edgar Swansea im Krankenhaus. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Ja, das werden wir sehen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zum Krankenhaus latschen. Furchtbar. Das ist Clayton. Das ist der Priester. Und den müssen wir noch um die Ecke bringen irgendwann, aber dann müssen wir uns erstmal durch die anderen durchsaugen. So hart wie es klingt. So, Whitechapel Street. Zustand kritisch. Ist aber nicht so schlimm. Hier wohnt doch eh keiner, oder? Ich höre schon wieder Dinge, ich muss los. Oh, da hustet jemand. Wer hustet hier? What the fuck? In der Old Road ist auch niemand zu Hause. Ja gut, hier kommen wir eh nicht weiter. Hier sind auch die harten Gegner, glaube ich. Wir gehen hier noch nicht weiter. Nein, nein. Wir gehen jetzt zurück zu Dr. Swansea.
Dann werden wir mit ihm nochmal alles beschnacken. Aber ich denke auch mal, dass ich für heute erstmal genug habe. Oh, nee, habe ich noch nicht. Der muss noch weg. Gib mir dein Blut, du kleiner Vampir, schlechter. So. Alles eingesammelt. Und es geht noch weiter, okay. So, die wissen auch noch nichts von ihrem Glück. Ja. Das hat den schon wehgetan. Kann man schon mal so sagen. Großartig. Will ich hier rein? Ich denke ja. Und was mache ich hier drin? Ich weiß es nicht. Nee, einfach so rein, aber das bringt einem nichts, ne? Gehen wir wieder raus. Wuppdiwupp. Okay, ich muss weiter zum Krankenhaus. Wurde ja hier nur mal gucken. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Aha. You. I remember you. Hallo. Ist das mein Chef? Fear be gone. I would harm no child of my making. Okay. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Schluss mit deinem Rätsel, genau. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber gut, Fortsetzung folgt. Making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Ja, genau so sehe ich das auch. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Mhm. Maybe Edgar can help me with this one. Ja, vielleicht kann Edgar da was tun. It's locked, all right. Ah, okay. Ich weiß, von wem ich den Schlüssel bekomme. Doktor, wie heißt der? Rakesh Jadana. Der ist auch erschöpft. Die müssen wir helfen. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Such a pleasure. Er hat Stufe 4. Das ist natürlich ärgerlich. Ich kann auch mit ihm handeln. Das ist noch viel ärgerlicher. Aber erstmal geben wir Medizin. So, Medizin geben. Ja, dann handeln wir nochmal mit ihm. Er hat auch Kaliumpermanganat. Sogar ein bisschen günstiger als andere, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber ich glaube, in seiner Kiste hat er viel bessere Sachen, deswegen werden wir ihn irgendwann mal um die Ecke bringen. Auch wenn er vermeintlich hier zum Krankenhaus gehört. Okay. Ich will jetzt in mein Zuhause. Irgendwo gab es hier die Abkürzung, ne? Hier eigentlich. Ja. Exakt. Perfekt. Schon bin ich in meinem Zuhause. Ja, EP reicht jetzt noch nicht so zum Aufleveln. Ich wollte jetzt nochmal wegen der Waffe gucken auf jeden Fall. Die Keule gefällt mir immer noch am besten bis jetzt. Deswegen gucken wir mal, dass wir die aufwerten können.
Teil eines guten Griffs 0. Okay, ich habe nur einen kleinen Teil, ne? Okay, ich habe die falschen Sachen gekauft. Das ist natürlich ärgerlich. Könnte das... Ich habe das Gefühl, wenn ich das baue, muss ich dann wieder das bauen, was komisch ist. Ja, man kann nur und oder haben, ne? Man kann nur oder haben. Okay. Das habe ich letztes Mal gar nicht gecheckt. Will ich Ausbauerverbrauch senken oder will ich... Ja, ich will Ausdauerverbrauch senken. Gut. Das ist besser. Weniger Ausdauer ist besser. Können wir sonst noch was machen? Wir können Sachen zerlegen. Oh, das ist gut. Das machen wir. Da kriegen wir ordentlich Stoff raus. Okay, gut. Sensationell. Großartig. Achso, können wir noch Medizin bauen? Müssen wir das noch bauen? Das sieht echt ganz gut aus, ne? Wir brauchen Lungenentzündung, brauchen wir nochmal ein. Dann Behandlung gegen Bronchitis. Ja, würde ich nicht sagen, aber Blutarmut machen wir nochmal einen mehr. Da auf jeden Fall ein paar mehr. Weil das scheint die häufigste Krankheit aktuell zu sein. Und im besten Fall haben wir alles doppelt. Gut. Okay. Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir setzen uns hier nochmal hin. Zum Speichern. So. Gehen wir nochmal zurück. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich mache eine kurze Pause. Und dann sind wir später wieder da. Aber mit einem anderen Spiel. Also, ja. Sage erstmal bis hierhin Dankeschön. Und bis später vielleicht, ne? Ciao, ciao.